Hallo. Bam. Oh. Hi. Hallo. Hier ist schon Licht an, denn es ist draußen den ganzen Tag schon stockfinster und die Vögel sind auch saumüde. Den ganzen Tag ist es dunkel. Hallo. Hey, schön, dass ihr da seid. Hallo Marvin, hallo Ossi und hallo Michael. Hallo. Einen wunderbaren guten Abend. Top-Liste in 2 Minuten. Ori, Spirit Tree, ja. Oh ja, Ezio's Family, oh ja. Ja. Sag mal, habe ich eigentlich... Oh mein Gott, da sagst du was, ne? Ich habe tatsächlich gerade eben noch schon mal ein paar Baldur's Gate 3 Lieder zur Playlist hinzugefügt. Aber ich habe gar kein Ghost of Tsushima drin. Soweit ich sehe. Moment. Ich muss kurz ganz wichtige Dinge erledigen. Ghost of Tsushima Playlist. Ja. Naja. Ist nicht so einfach, ne? Man kennt's. Und wichtige Sachen vergisst man. Ja, genau, Tink ist seit ich das Licht angemacht habe, fiebst sie so vor sich hin. Tatsächlich. Vorher hat sie auch gepennt. Es ist auf jeden Fall schön, euch zu lesen. Dann fallen bestimmt noch ganz viele mit eurer Hilfe. Ja. Ghost of Tsushima wird im Stream gern gemutet. Ja. In Ghost of Tsushima muss ich auch echt, ich vergesse das immer. Ich muss Vince nochmal fragen. Wir müssen ja noch Iki Island spielen eigentlich, ne? Ich glaube, da gab es auch neue Tierchen. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist schon wieder so lange her. Aber eigentlich müssen wir das noch spielen. Nier, alles von Kaini und Emil. Ja, genau. Aber Nier habe ich ganz viel drin, zum Glück. Also das habe ich zumindest drin. Aber die Lieder sind auf jeden Fall auch alle gut. Jo. Weight of the World, ja. Ja, es ist auch verdammt gut. Schlafen auch in den Top 3, ja. Ich habe gerade eben auch noch geschlafen. Ja. Ich bin einfach weggepennt, ne? Ich hatte 8 Knoblauchbrötchen, so Dreiecke. So. Die eine Seite war länger als die anderen, so. 8 Stück, so kleine Knoblauchbrötchen. Und die waren saugeil. Ich hatte erst 3, dann hatte ich nochmal 3. Und dann war ich so müde, dann bin ich weggepennt. Dann habe ich mir gerade eben nochmal 2 reingehauen. Jetzt sind alle weg. Jetzt bin ich auf jeden Fall satt. Nun. Und ich habe irgendwie 20, 25 Minuten oder so vorhin aus Versehen bin ich eingeschlafen. So ein Mist. Ich bin dann nicht wacher. Ne, ich bin dann noch müder. Richtig gut. Und nachher schlafe ich wieder richtig beschissen. Bin auch ein bisschen müde. Ich hoffe, wir kriegen das hin heute mit den ganzen Auswahlmöglichkeiten beim Spiel. Aber ernsthaft, ich habe von Montag auf Dienstag habe ich 2 Stunden geschlafen. Da bin ich Dienstag ja auch zu Hause geblieben, weil es mir nicht so gut ging. Dann habe ich extra den ganzen Tag lang nicht geschlafen, weil ich dachte, dann kann ich die Nacht richtig gut schlafen. Habe 5 Stunden geschlafen. Toll. Und letzte Nacht weiß ich gar nicht genau, wie viel ich geschlafen habe. Ich war auf jeden Fall irgendwie mindestens 4-mal wach. Und dann auch noch wieder eine ganze Weile vorm Wecker. Richtig nervig. Richtig nervig. Sehr gut, Ossi. Ja, meins ist sowas ja nicht. Also ich
bin nicht so der Konzerte-Mensch. Das, ja. Uff, ja. Apropos Nier. Ist mein erstes, sehr gut. Ich war ja, also was für Konzerten war ich? Ich war auf Weihnachtskonzerten von meiner kleinen Schwester. Ja. Ja, aber ich bin nicht so, ich höre so tatsächlich also ich brauche immer Gesang. Ich kann nicht, ich weiß nicht, so Musik ohne Gesang höre ich auch in meiner Freizeit fast gar nicht. Ich weiß nicht, irgendwie, ich brauche immer Gesang. Deshalb gucke ich mir dann auch lieber Musicals und sowas an, Ossi. Tatsache nicht. Ja. Bin da etwas seltsam. Aber so für nebenbei zum Rumchillen ist das. Ach so, ja. Ja, das, was bei Nier halt Gesang ist. Ja. Ja. Ne. Du weißt hoffentlich, was ich meine. Das wäre nicht so meins. Endlich mal was, wo es bei mir andersrum ist. Ja. Nee, ich weiß nicht. Ich höre lieber Musik mit Gesang. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich mag das einfach lieber. Ja. Naja. Ach ja, hattet ihr denn einen guten Tag? Hattet ihr bislang eine wenigstens halbwegs erträgliche Woche? Ich hoffe. Nom nom. Fliege. Das ist wieder so eine blöde Fruchtfliege, ne? Ich weiß nicht, was die in diesem Zimmer immer wollen, aber ich habe das Gefühl, die war vorhin noch nicht da. Ich habe das Gefühl, extra für den Stream kommen die hierher, durchs Fenster und setzen sich da vorne irgendwo hin. Und wenn es mich am meisten nervt, böse Tiere. Er ist jetzt deutlich besser als heute Morgen. Das ist gut. Kann kaum klagen, hatte 2-mal Penne und freue mich auf nächste Woche. Das ist gut. Das ist gut. Ja, noch sitzt sie da, ne? Ja? Ich sehe dich. Böses Tier. Jo, Tea Time. Oh, wappadi. Ich habe heute tatsächlich auch schon relativ gut getrunken. Ich habe brav meine Teeflasche wieder leer gemacht, hier die 750 Milliliter. Die versuche ich immer als erstes leer zu kriegen. Leerstes. Auf der Arbeit. Und dann, wenn der Hals trocken ist oder nebenbei oder später dann die Wasserflasche. Und dann hatte ich heute 2 Schokochinos, damit ich wach bleibe. Ja. Ja. Und hier so eine 3/4 Flasche habe ich auch schon leer. Ich eben nochmal neu voll gemacht mit kaltem Wasser. Naja. Hatte ich gestern noch eine Limette drin. Heute habe ich keine reingemacht. Hätte ich eigentlich auch machen können, ne? Mal gucken. Morgen kommt wieder neuer Karton. Neue Kiste mit Obst und Gemüse. Ich bin schon gespannt, was morgen wieder drin ist. Mal gucken. Ich muss ja ab Sonntag ein bisschen gucken, was ich essen darf. Ne? Montag, Dienstag, Mittwoch die doofen Termine. Heißt, ich darf. Was war wann? Ich glaube, ich muss Sonntag, Montag und Dienstag auf Kohlenhydrate verzichten, komplett.
Muss Sonntag auf Laktose verzichten. Montag auf Fructose verzichten und Dienstag auf Sorbit verzichten. Das wird noch spannend. Ja. Bin mal gespannt. Das Lied ist auch gut, ja. Das mag ich auch. Aber ernsthaft, die Mehr-Lieder sind eigentlich, ne? Also die sind schon fast alle gut, wenn man so drüber nachdenkt. Gibt es ein schlechtes Mehr-Lied? Gibt es eins? Habe ich eigentlich Nier Automata hier drin, sag mal? Doch, natürlich. Gerade gedacht. Montag, Dienstag, Mittwoch Proben. Bitte essen Sie 24 Stunden vor dem Termin nichts. Ja, es ist zum Glück 10 Stunden. Richtig gut, ich habe jetzt schon Bock. 10 Stunden vorher nichts essen und möglichst nichts trinken, außer einen Schluck Wasser. Wie gut. Also da wird nichts mit ganze Nacht hier Baldur's Gate zocken. Es darf dann nichts mehr trinken und essen. One of a kind, ja. Ja, es sind schon besondere Soundtracks. Ausnahmeleistung, jupp. Kiona größer als Emil. Ja, die sind schon beide verdammt gut, ne? Habe ich Emil hier gerade irgendwo in der Nähe? Klingt auch falsch. So, wo haben wir es denn hier? Grandmas auch. Keine Salvation. Lost Forester, Emil Sacrifice. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, erst. Ja. Er ist gerade erweitert. Juna, World of Warcraft, Invincible. First Hunter, Bloodborne. Undertale, ja. Ja, Megalovania, erinnere ich mich dran. Call of the Dead, ja. World of Warcraft, Invincible hast du mir, glaube ich, mal gezeigt. Bloodborne, First Hunter. Hast du mir, glaube ich, auch mal. Es sagt mir irgendwie was auf jeden Fall. Dann kenne ich die vielleicht auch einfach aus deinem Stream. Das kann auch sein. Weil die Namen sagen mir auf jeden Fall was. Das ist schon mal gut, ne? Aber kitzelt. Und ist noch nicht vorbei? Sie sitzt da nicht mehr. Ich sehe das. Wo ist sie hin? Sie plant ihren Anschlag. Ich weiß das ganz genau. Jetzt sitzt sie da oben. Okay. Bleibt da ruhig sitzen. Das ist in Ordnung. Da kann sie sitzen bleiben. Oh. Ne? Wenn sie sonst nichts zu tun hat. Guckt mal, Tink, einfach dieser unfassbar faule Blob heute. Weil es den ganzen Tag dunkel war. Wird sie nicht richtig wach. Jetzt sitzt sie da und ist ein Blob. Ich packe auch mal Ghost of Tsushima wieder rein. Vielleicht klappt es. In die Playlist? Vielleicht klappt es. Warum sollte es... Jetzt bin ich verwirrt. Warum sollte es nicht klappen? Ach, wurde das gesperrt? War das, was gesperrt wurde? Stumm geschaltet? Jetzt ist sie da. Oh nein, hier sind zwei.
Ja, stimmt, ich erinnere mich. Das ist nervig. Ja, also deshalb habe ich normalerweise auch keine Lieder im Hintergrund laufen, weil den Anfang schneide ich ja sowieso weg für die Sachen, was ich dann später dixe und ja, aber Spiele-Soundtracks sind halt eigentlich was anderes, ne? Also ich weiß auch nicht. Ich hole mal Wasser, sehr gut. Das ist wichtig. Blobvogel, jetzt 9. Blobfisch, ja. Neben Blobfisch, ich will richtig lesen. Neben Blobfisch. Ja, Dinky ist jetzt ein Blobvogelfisch. In die Playlist. Streams, ja, ich schon lesen. Stream, ja, genau. Ich bin wach. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, es ist alles gut bei euch soweit. Jetzt kommt Leonardo. Ja. Ja. War das eigentlich, ich muss mal kurz angeben, ne? Gestern war das, ne? Oder? War das gestern? Wo ich so gut war in Baldur's Gate? Nee, war schon nee, doch, gestern. Gestern habe ich mit einem W20 eine 31 gewürfelt. Auf Charisma. Ja, genau, Marvin. Das muss man erstmal kriegen, ne? Also mit einem W20 eine 31 ist halt schon krass. Ja. Aber auf jeden Fall cool. Du sollst dich nicht selbst im Videospiel spielen. Und vor allem, ich bin halt eigentlich, also mein Charakter ist halt eigentlich gar nicht so krass auf Charisma, sondern eigentlich eher auf Weisheit. Aber irgendwie würfel ich die ganze Zeit die Charisma-Würfe einfach mega gut. Ich weiß auch nicht. Charisma immer so wupp. Und Weisheit versau ich manchmal. Irgendwas läuft bei mir falsch. Ich habe schon den nächsten Run, will ich als eingebildete Bade, eingebildete oder weiß ich noch nicht, Bade machen. Mal gucken. Ja. Ja. Gestern war lustig. War lustig. Bin mittlerweile auch im zweiten Akt vom Spiel. Die Ukulele, ja genau. Genau. Die Ukulele. Ich meine, man kann auch eine Ukulele. Wollen wir mal eben schauen? Wir gucken mal eben, was ich für Musikinstrumente habe. Können wir mal eben reingucken. Ich habe auf jeden Fall Musikinstrumente. Ich weiß aber gerade selbst nicht mehr. Ich habe jedem Charakter, auch wenn er überhaupt keine Musikinstrumente spielt, habe ich jedem Charakter Musikinstrumente gegeben. Ach, das Update. Das habe ich verdrängt. Jetzt macht er hier natürlich gar nichts. Ja, ich kann euch leider gerade nicht zeigen. Oh doch, jetzt tut er was. Gold, geht doch voran. Aber für 1,2 Gigabyte ist aber echt. Dafür, dass das so ein Mega-Patch sein sollte, der irgendwie 1000 unterschiedliche Sachen korrigiert. Oder waren es 3000? Auf jeden Fall so mega viel. Dafür ist der relativ klein. Echt 1,2 Gigabyte. Hehe, da ist der Clip. Ja. Das Lied liebe ich ja auch. Ne, das ist... Da. Ich mag das Lied. Aber ich mag auch die Eule, ne? Die ist süß. Ultra süß. Richtig doll süß. Oder? So. Dann müssen wir eben kurz schauen. Wird gestartet.
Ich wollte euch eigentlich nur schnell meine Musikinstrumente zeigen. Age of the Myrmidons. Bam, bam, bam. Tja. Ich habe auf jeden Fall gleich schon voll Bock auf Stray Gods. Wir müssen bald auch eigentlich anfangen, ne? Aber ich will das jetzt eben noch zeigen. Ich weiß, es dauert ewig, weil das alles immer so ewig lange lädt und so. Aber ich will euch das eben zeigen. Ja. Ich bin auch, also ich weiß ja auch nicht, wie es weitergeht. Und ich bin selbst mega gespannt. Der Ton ist laut. Dann machen wir das hier eben aus. Entwickler am Anfang werden gezeigt, der Ton so BAM! Okay. Danke. Ja, da ist noch nichts Besonderes, Ossi, aber ich kann, ja. Ich kann schon mal Bild machen. Da. Es lädt und lädt. Es lädt. Bi, bi, bi. Ich dachte, du bist beim anderen Game. Sorry. Nö. Ich wollte nur, der hatte gerade noch Update gemacht. Baldur's Gate. Ich wollte euch meine Instrumente zeigen. Starten wir mal eben. Ich meine, ich habe nämlich jedem ein anderes Instrument gegeben. Obwohl keiner es spielen kann. Grundsätzlich so. Übrigens total lustig. Ich habe absichtlich vorher nicht geguckt. Also man kann am Anfang halt auswählen, ob man einen eigenen Charakter erstellt oder ob man einen der normalen Charaktere spielen möchte. Und ich habe mir absichtlich die anderen Charaktere überhaupt nicht angeguckt, sodass ich quasi überrascht wurde, was für Charaktere noch zu mir dazukommen. Ist eigentlich ganz cool. Ja, wenn man da genau drauf achtet, dann kennt man die halt alle schon, weil die da am Anfang werden da halt alle gezeigt. Ne? Ja. Da spoilere ich euch jetzt dann quasi auch so ein bisschen, wenn ihr die nicht. Müsst ihr sonst kurz weggucken. 3 habe ich dabei. Ich hoffe, es lädt jetzt auch vernünftig. In letzter Zeit war es nämlich beim ersten Laden nie vernünftig geladen. Nee. Ja, die Ladezeiten sind momentan noch. Ja, es hat. Doch. Nee, aber die Karte hat wieder nicht geladen. Egal, ich will euch ja nur meine Instrumente zeigen. Also, das bin ich. Ich habe eine ramponierte Laute. Ich konnte die auch irgendwo spielen, glaube ich, ne? Ging das so? Nee, egal, ich habe die noch nie ausprobiert, aber ich habe eine Laute. Schattenherz hat eine Trommel. Carla hat eine Geige. Und Gail hat eine Spinnenlyra. Ja, cool, ne? Kann auch auftreten. Du sollst... Hallo.
Er will das nicht. Schade. Hat nicht so ganz geklappt. Aber wie gesagt, das sind die Instrumente, die ich habe. Spinnen? Wo sind Spinnen? Oh, jetzt lädt es endlich mal hier. Das hat gedauert. Wo sind Spinnen? Hat man immer wieder grünen Bildschirm. Oh, das weiß ich gar nicht. Also bei mir im Ding sieht alles normal aus. Wo sind Spinnen? Achso, hallo Snakey Bee, herzlich willkommen. Ich habe keinen Greenscreen. Auch keine Streifen. Beruhigend. Ach so, die Spinnenlyra, ja. Aber die ist hübsch, guck mal. Ich spiele die Lyra der Spinne. Ja, aber wie kann ich die spielen? Guck mal, die ist hübsch, ne? All's well that ends not as bad as it could have. Tata! Hübsch, ne? Na hier, ungeübt, ich kann das halt alles eh nicht. Also die haben alle ein Instrument, aber die können halt alle nicht spielen. Aber die haben eins. Dann installiere ich die App mal eben neu. Oh nein, bis gleich. Nicht spielen, sonst kommen die Spinnen. Ach, so ist das. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Hipster, also genau, kann man so sagen. So wie ich halt, ne? Ich habe eine Ukulele, aber spielen kann ich sie nicht. Nun. Ständig Tonprobleme, mal viel zu leise, App-Neustart, alles normal, das ist gut. Also das mit den Tonproblemen nicht, aber das ist nach App-Start, weißt du? So, jetzt ist Ton wieder normal. Oh, Humankind Second Anniversary. Ah, und hier steht auch Baldur's Gate Hotflix. Hotflix. Ist wie Netflix. Was? Mittlerweile habe ich 42 Stunden bei Baldur's Gate. Stray Gods, 117 Minuten. So. Ich glaube, wir hatten den Ton auf normal. Ich erinnere mich zumindest gerade nicht dran. Cloud-Fehler, Baldur's Gate 3. Okay. Nun. Ich erinnere mich zumindest gerade nicht dran, den Ton leiser gestellt zu haben, aber wir gucken. So, jetzt muss ich wieder Szene bearbeiten und mal irgendwie. Okay, wir hatten vielleicht doch leiser. Wir müssen mal schauen. Das war jetzt gerade ziemlich laut. Hatten wir doch leiser gemacht. Ich glaube, wir hatten echt leiser gemacht, auch wenn ich mich nicht mehr dran erinnere. Ja, genau, also wenn in Final Fantasy VII der Protagonist hinfällt, dann ist es auf jeden Fall auch ein Cloud-Fehler, genau. Ist eine Tatsache. Das wäre nämlich hier hatten wir gar nichts umgeändert. Das war von Anfang an auf 60, meine ich. Aber ich würde sagen, wir stellen das hier mal auf 70. Das wirkt ganz gut, oder? Ich glaube, ich hatte gerade das Gefühl, dass 60 jetzt bei dem leiseren zu leise war, aber ich glaube, 70 könnte passen. Und Cloud ist ein Fehler. Das ist kein Spoiler. Nun, ja, nee. So. Seid ihr bereit denn? Seid ihr bereit für Stray Gods? Ihr dürft wieder mitmachen. Die Befehle sind nicht WASD. Nicht. Wir haben
Dann fangen wir an. Links, rechts, unten, kleines A. Wir hatten echt das A, ne? Oder hatten wir... Der dauert zu lange und der ist zu klein. Ne, wir nehmen weiter das A, glaube ich. So. Weil der hier ist... Der ist so klein. Den übersehe ich. Der ist zu klein. Gegen Cloud ist kein Kraut gewachsen. Ja, es ist... Cloud auch gerne das Leben von anderen Huste. Ja. Wer SD? Marvin, nicht wer SD. Nicht. So. Also ihr dürft gerne wieder bei den Antworten mitentscheiden. So wie beim letzten Mal auch. Außer wir befinden uns in einem Lied. Ihr habt gemerkt, da ist es extrem schwierig. Was denn? Ja. Bei den normalen Entscheidungen könnt ihr gerne mitmachen. Bei den Liedern könnt ihr versuchen mitzumachen. Ich versuche, eure Antworten rechtzeitig zu lesen, aber ich habe letztes Mal auch gemerkt, es ist gerade in den Liedern sehr schwierig, so schnell die Texte zu lesen und gehirnmäßig in müdem Zustand schnell zu verarbeiten. Ossi, für dich wichtig, eigentlich nur erstmal, es gibt 3 Farben, quasi. Wir konnten uns am Anfang für eine Farbe entscheiden, was unsere Hauptfarbe ist. Klingt auch ein bisschen doof. Wir haben eine Farbe. Also es gab die Auswahl zwischen eher freundlich, eher wütend oder eher intuitiv denkend. Wie genau das bezeichnet war. Clever Witty, genau. Clever Witty war das. Wir haben uns für das Grüne entschieden, also eher emotional. Und nicht für Rock. Genau. Also Grün ist eher Emotion. Blau ist eher witty, clever. Und Rot ist Rock. Wut. Zufällig grün, haha. Yep. Ja, also ja. Ich habe mich nicht für grün entschieden, weil es grün ist. Ja. Und zwischendurch haben die Antworten auch entsprechend diese Farben. Manchmal kann ich sogar nur die grüne Antwort auswählen und kann die andere nicht nehmen, aber das ist so ein bisschen in den Hauptliedern, glaube ich, dann eher nur. Und in den anderen, also wir können auch immer gerne andere Antworten nehmen und so weiter. Da dürft ihr, wie gesagt, so ein bisschen mit entscheiden. Gucken wir einfach, wie schnell wir sind. Ich würde sagen, wir legen los. Ich fasse die Story noch einmal ganz kurz zusammen. Oder wir starten und ich fasse euch... Ach nee, dann ging direkt los, ne? Moment. Journal. Yes! We did it. Alles gut, Michael. Ganz viel Spaß im Lurk. Du kannst gerne auch zwischendurch mitentscheiden. Also, wir sind die Dame, die da gerade war. Das sind wir. Und wir haben, das ist unsere beste Freundin Freddy, mit der wir auch zusammen wohnen. Sie ist cool und hat eine Band, in die sie uns eingeladen hat. Das ist Calliope. Calliope ist leider tot. Ist mit einer sehr schweren Stichverletzung, meine ich, bei uns in die Wohnung gestolpert, nachdem wir sie bei einem Casting zufällig getroffen haben und sie dort mit uns gesungen hat. Wir haben daraufhin herausgefunden, dass sie eine Muse war, halt Calliope, und uns ihre göttlichen Kräfte quasi weitervererbt hat. Die Götter, also Hermes hat uns abgeholt. Und dann trafen wir auf Aphrodite, Apollo, Athena und Persephone. Und eigentlich wollten sie uns töten.
Ganz einfache Lösung. Wir müssen sterben, weil wir haben Calliope umgebracht. Calliope, wie auch immer. Ja, jetzt haben wir, Helm ist eigentlich furchtbar im Abholen, ich weiß auch nicht. Ja, wir haben jetzt also die Mission, unsere Unschuld zu beweisen innerhalb von einer Woche, sonst sterben wir trotzdem. Also müssen wir irgendwie rausfinden, was passiert ist. Weiter haben wir Pan getroffen, der uns so ein bisschen, wirkt so ein bisschen wie der böse kleine Teufel. Er wollte uns helfen, aber natürlich nur für einen Gefallen. Und wir wissen, das endet ganz sicher nicht gut. Ja, auf jeden Fall haben wir das abgeschlagen. Er hat uns dann trotzdem geholfen. Hat uns die Adresse von Calliopes Wohnung gegeben. Da sind wir hin und sind dort auf Apollo getroffen. Und haben festgestellt, er war sehr dicke mit Calliope und die haben sich aber sehr auseinandergelebt und er hat sich nicht so toll verhalten und so und hat deshalb so ein bisschen, ja, Probleme. Ja, genau. Soweit, so gut. Ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Hat er 2 Bauchnabel? So, er hat eine sehr stronge Brustmuskulatur, die ist so deep, dass nun. So, ich würde sagen, auf geht's. Apollos Wohnung quasi. This is where you live? Oh, yes. Sometimes. And excuse the mess. I don't get many visitors. So sehen Wohnungen meiner Klienten aus. Ja, das 8-Pack genau. Es ist ein 8-Pack. Es ist kein 6-Pack, es ist schon ein 8-Pack. Ist, ja, Marvin ist. Ne. Ja. Aber es ist ja, wie er sagt, ne? Der kriegt halt nicht so oft Besuch. Warum soll er aufräumen? So. Komm, auf geht's. Don't worry about it. I have 3 brothers. I've seen a mess or two. You're being kind. I admit I hadn't realized how bad it was. You said I'm here to meet someone? Ah, yes. Do you know what an oracle is? Ach ja, stimmt. Stimmt, Oracle hatten wir. Hier zum Beispiel hätten wir jetzt auch die Witty-Auswahl. Die können wir aber nicht wählen, weil wir am Anfang die Emotion-Auswahl getroffen haben. Hier. Someone who tells the future? Not quite. They serve as a channel of sorts for my powers. Okay. This allows them to offer insight, knowledge they have no earthly means to possess. There's always been one. Over the ages, no matter where I go, one manages to find me. Meaning there's an oracle here. There Right. is. What? I have brought someone to see you. Oh. Ja, das Oracle scheint nicht so How many times do I have to begeistert. tell you? I'm not a magic fortune cookie. Is that what Paul told you? Oracle's my handle. And even if I was the Oracle, I'm certainly not his Oracle. Nun. Ja, was ich vergessen hatte, wir hatten über Apollos Power gelernt. Apollos Power. Seine Fähigkeit. Also erstmal unsere Fähigkeit. Wir können durch Musik Personen dazu bringen, sich uns zu öffnen quasi und mit uns zu singen. Und Apollo kann in die Zukunft sehen, aber was er sieht, ist dann halt auch komplett festgeschrieben und kann nicht geändert werden. Und es ist teilweise so ein bisschen schwammig, sodass man es nicht hundertprozentig 1a wirklich fest interpretieren kann. Aber es ist fest.
Also, ne? Und deshalb will er uns nichts voraussagen. Ja, hätte ich tatsächlich, ja. It's a pleasure to meet you, Oracle. Well, she's got better manners than the last lady you brought here. But at least that one had a casserole. Do you have a casserole? No. Tja. Yeah, that's what I thought. Look, I'm sure he told you all sorts of nonsense. I use computers. I'm a hacker. That's it. I ask very little of you, Oracle. Your help here would be appreciated. Fine. Get your abs in a twist. Okay, so Paul brought you all this way just to see little old me. What's on your mind, sis? Ach, er ist Paul. Ah, diese Apollo. Oh mein Gott. Ich komme gerade nicht drauf klar, dass Apollo Paul heißt. Was? Okay, wir werden damit leben können. You keep calling him Paul. Ja, hier ist jetzt wieder Fragezeichenrunde. Bei den Fragezeichen können wir immer alle Fragezeichen fragen. Wir fangen aber mal mit You dem keep an. saying Paul. Do you mean Apollo? Yeah, I know. Apollo, if that is his real name, says he's a god of prophecy, blah, 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 blah. But you don't believe him. Believe him? Who'd believe that? It's super weird, but he's a decent guy, so he can be Apollo if he wants, but I just can't call him that. Ah, okay. Also er heißt schon Apollo, aber Oracle nennt ihn halt einfach Paul. Don't stop believing. Yep. You live here. Do you live here? I crash here, yeah. Better here than home. No. She showed up one day, as the oracles do. Naturally, she is welcome to stay as long as she likes. And see the way he talks. I thought maybe he was a creepiverse, but nah. Paul's aight. The highest of praise. He'd be Ey, die more alright Charaktere. if he did some laundry. Die Charaktere sind alle so geil bekloppt. Das Tell ist me, richtig gut. is Apollo always so... Incredibly emo? Like a sack stuffed with sad? I am standing right here. Don't get me wrong. It grows on you after a while. Grace, surely this is not what you came for. This is fun. Ja. Ich habe das. You're still suspect. You're right. Ja, ich habe immer noch, ganz ehrlich, also ja, wir sind auf der Suche nach dem Mörder. Aber ich habe einfach nicht das Gefühl, dass Apollo der Mörder ist. Vor allem halt nach seinem sehr emotionalen Lied letztes Mal. Ich glaube nicht, dass er es ist. Nee, mal, das ist Oh, I don't know. It's cute watching you get all flustered. It's hardly productive, is it? See, there you go again. Ugh. Get a room. A different room. So, okay. So you're an oracle who uses the internet, huh? Like I said, it's my handle. And yeah, it's a sweet setup, huh? Some of it's even legit. The parts I purchased for her, presumably. Bargain for, fair and square. And I keep telling you to get me an Ethernet cable. Auf geht's. I don't know what that is. War klar. It's the 21st century, Paul. And your 21st century Oracle needs her some download speed, okay? Also brauchen wir erst ein Kabel. Marvin, es ist schwierig zu... Ich weiß halt nicht, ob wir schon alle Charaktere getroffen haben erstmal. Kann ich so nicht... Und dann... Also also Apollo würde ich halt, wie gesagt, total ausschließen. Ich
glaube auch, also wir haben Hermes nur einmal ganz kurz getroffen. Ich glaube nicht, dass es Hermes war. Athena ist echt creepy. Ich weiß nicht. Boah, ich habe wirklich keine Ahnung. Aphrodite würde ich auch schon fast ausschließen, aber da bin ich mir nicht sicher. Also sie schien irgendwie Mitleid mit uns zu haben. Ja, genau, Mother Knows Best. Ja, ja. Genau das ist es nämlich. Sie ist verdammt creepy. Nee, und Aphrodite wirkte so, als würde sie Mitleid mit uns haben, aber ne. Und Persephone war halt einfach krass. Gab auch mal so eine Serie, wo man erst im Staffelfinale die Wahrheit erfährt. Ja. Hier Pretty Little Liars oder welche meinst du? Weil da war es auf jeden Fall auch, dass man wirklich so lange gerätselt hat, obwohl man zwischendurch dachte, man kennt die Antwort und so. Also ich finde es hier wirklich noch schwierig. Und es können halt auch, wie gesagt, immer noch... Ach, Veronica Mars, okay. Das habe ich nicht gesehen, aber ich kenne es. Also... I'm looking for information about someone named Calliope. Can you help? Oh, the lady from that apartment I sent Paul to. Yeah, I've been checking that out. What did I tell you? Sie I hat... looked it up. You could do the same if you learn to use the computer. Here, hold up, I'll show you. There. Hat sie ihn dahin geschickt. The apartment was originally purchased 2 years ago by a holding company, Core with a K Enterprises. Das haben wir ja schon gelernt. Das ist I Persephone see. nämlich. That would be Persephone. Weil Kuro nämlich Persephone ist. Was ich natürlich selbstverständlich nur aus Lore Olympus weiß. The one from the chorus. Is that a surprise? I knew it. Ja. Ja, aber wenn Persephone die Wohnung gehört, dann hat sie die ja Calliope zur Verfügung gestellt. Und das würde ja eigentlich eher darauf hindeuten, dass sie eine gute Beziehung zueinander hätten, eventuell. You weren't expecting that? I wasn't aware Persephone and Calliope were friendly. Okay, ja. Certainly not friendly enough for Persephone to give Calliope an apartment. The good news is that Persephone is easy to find. I can take you to her if you like. Okay. Gute Frage, weil Persephone wurde halt auch vorgestellt als die ehemalige Königin der Hölle. Also ist sie es hier auf jeden Fall schon nicht mehr. You're helping me now? I'd rather go alone. In trouble. Ehemalige, genau. Na, arbeitet sie denn jetzt schon als hier Erntegöttin? Er versucht ja uns zu helfen, also. Trouble. Ja, I'm komm. thinking she won't be happy to see me. Ja. Persephone is rarely happy to see anyone. Great! We're all done schön. now. Thank you for your help, Oracle. Please, do try to get out from behind your screens at least once today. Perhaps go for a walk. Yeah, sure, will do. Leave a tip on your way out. Okay. Underworld. Okay. Okay, wir gehen in die... Ich liebe dieses Lied. Das ist so toll.
Ist bei Persephone was Neues? Okay. According to the oracle, Persephone owns the apartment Calliope was living in. So they knew each other. They were close. I guess she's next on my list of idols to talk to. Though I have a feeling she's not going to be very happy to see me. Oracle wurde jetzt auch tatsächlich gar nicht zur Charakterliste hinzugefügt. Thankfully, Apollo did have another way to help me, namely through a teenage computer who lives in his dump of a home. The Oracle, or just Oracle, as she insists, that's just her handle. She found out that Calliope's apartment was owned by Persephone, so we are off to her nightclub to ask her why. Okay, es ist also Underworld ist ihr Nightclub. Unterwelt. Ob man ausbrechen muss? Ja. Weil eigentlich dürfte sie nicht mehr in der Unterwelt leben, aber anscheinend ist es ihr Nachtclub, der so heißt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber also die Götter leben ja sowieso irgendwie alle hier. Gucken. Die können ewig dieses Lied hören, einfach nur, ne? Mensch. Okay. Welcome to the underworld. Wow. How have I never heard of this place? Persephone keeps it a secret, while still managing to draw a crowd every night. Don't ask me how. Okay. Here in the underworld, idols can be themselves, Hermes! even if they don't look Pan! human. Da war gerade noch eine auffällige Person, aber ich weiß noch nicht, wer das ist. Also. Aber wir haben auf jeden Fall Hermes und Pan hier. Is it dangerous? Not your kind of place? Odd place to find Persephone. Na, das glaube ich nicht. Also das oben... Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht sein kind of place ist, eventuell. Er ist halt schon eher ein emotional Mensch. There are idols here other than Persephone? Almost guaranteed. Is it dangerous? Shouldn't be. But before Calliope, I would have said an idol getting murdered was next to impossible. Ja. If we're to find Persephone in all this, we'll need to split up. Have you considered what you'll say to her? Can I simply ask her? Finde ich eigentlich ganz geil. Okay. Okay. I'll figure something out. I can be persuasive when I want to be. I'm aware. War auf jeden Fall unsere I'm just not Charaktere. sure even you could sweet talk Persephone. Ja. Is that a challenge? It's the truth. If Persephone really was friends with Calliope, talking to you might be the last thing she wants. You need to be prepared to use your powers, as you did with me. Come find me in the crown if you need anything. Otherwise, be careful, Grace. Ja, Persephone war halt leider sehr stark davon überzeugt, dass wir Calliope umgebracht haben. Ach, Eros ist das, die andere Person, die hier noch... wo haben wir denn jetzt? Ah, das Pan. Das Hermes und das ist dann Eros. Okay. Oder das... Ach, das ist hier, das ist Apollo. Da ist Eros, hier da oben. Der Sänger oder der Drink? Ramazzotti. Ja. Ja, ich weiß, vielleicht hat er auch einen Drink. Vielleicht hat er einen Ramazzotti. Dann ist er wirklich Eros Ramazzotti. So, also als erstes kommt, wir reden mal mit Hermes. Ja, ach, wir können uns die auch hier angucken. Ja, das ist nämlich Apollo, er steht da hinten. Da oben, das ist dann wirklich Eros. Das Hermes und Pan sitzt halt da hinten. Also wir reden jetzt erst mit Hermes. Hermes war nämlich eigentlich ganz lustig. Whoa, you're here. I mean, you gotta be somewhere, but you're here. Hello, Hermes. Sorry about running off on you back at the thing. Didn't really have a choice, but sorry anyway.
So, what's your story? You're not much like the other idols, are you? No? I haven't been an idol very long. Maybe like a year? I've lost track. So, I'm not the one to ask about the idol stuff. It's all cool, but mostly I do whatever Athena asks. Athena says one day I'll sit on the chorus. That'll be sick. Can you imagine me in charge? No. Running from you, lost track. Ja, no. Es ist ein bisschen lustig. I really can't. Wow, you sounded just like Apollo there. Now, I thought I saw him here. Maybe it's a chill pill. Or a happy pill. Both. War das Ramune, was er da trinkt? Die Flasche sah so für mich aus. Ja, das ist halt, When Calliope died, you were right there. Within moments. How did you know? I told you. I got word, so I came. But how did you get word? viel Erfolg. Hoffe, es Look, ist when ein an ganz idol nächstes. dies, I have to be there. So I just know. It's a Hermes thing. Okay. Ja, es ist schon irgendwo strange, aber es ist nun mal Hermes Aufgabe, ne? Did you take the body? Jo. To take the body, clean up the blood, that sort of thing? Oh, that too, yeah. But that's on Athena's orders. Okay. To keep the idols secret? Sure. Can you imagine the questions? I don't know how he hides so well as it is. Okay. Ja, krass. Er ist halt einfach der Leichenentsorger quasi. Goofy. Eieiei. You've only been an idol for a year? How did that happen? Probably same way it did with you. Oh, the old Hermes died in your arms and then they accused you of his murder? No? Well, yes. Yeah. I mean, no, not like that. But yeah. I was there when he died. Okay. We were friends, and I was having trouble at home, and he helped me out. I miss him. Oh. Auch eine Form von Paketdienst, ja. Schön. Ja, Michael, wir tendieren gerade so ein bisschen in die linke Seite, ne? Das, Can I ask how he died? He didn't want to be here anymore. You mean... I'd rather not talk about it. Oh. I'm him now. It's all good. Okay. What you say? This is probably a stupid question, but... Do you know who might have killed Calliope? Ugh, why would I know anything about that? When you came to the apartment, it seemed like you knew her. Oh no, I only met her once. She didn't live with the rest of the idols or hang out with us very much. She seemed nice though. Angry, maybe. But I don't know who'd want to hurt her. You don't seem that sad. Naja. Er kannte sie halt nicht wirklich, hat er ja gerade gesagt. Aber Angry halt, das haben wir von Apollo so ein bisschen gelernt über die. It sounds as if she didn't much like the idols. It was more like how you can't stand your family sometimes, even if you still love them. Ja. Na, wir hatten ja von Apollo auch so ein bisschen gehört, dass sie halt mit dem Lebensstil von denen teilweise einfach nicht so konform war. Dieses immer das Gleiche und Marvin trollt. Do you know if Persephone is here? I need to talk to her. Oh, you're serious. Why would you want to talk to Persephone?
Nobody ever wants that. Oh, One time, irgendwie I laughed fies. too loud near her, and she threatened to ban me from the club. Oh, I don't want to be banned. I like it here. hat zu laut gelacht. Yay! Put yourself together. Das wäre wieder die Hard-Rock-Version. She that bad. Is Persephone really that bad? Why do the idols put up with her? We're like family, and Persephone is that really mean aunt that nobody wants to invite. Oh, das ist schon Don't irgendwie tell her I früh. said that. She keeps a list. It's a thing. Okay. Okay, forget I asked. Whew! Man, just the thought of talking to Persephone gives me goosebumps. Es wäre so gut, wenn sie jetzt einfach hinter ihm steht. Es täte mir ein bisschen leid, aber... I'll see you around. If you die, then for sure. But, don't die. Okay. Ich würde fast sagen, wir talken. Wir talken jetzt. Ja, wir gehen erstmal zu Eros. Weil Pan ist wieder der creepy Dude. Eros ist halt Eros. Ich weiß nicht, inwiefern Eros ein creepy Dude ist. Wir werden es erfahren. Eros, ja, komm. Hübsch. Oh, er sieht auch eher... Oh, hey. You're the new muse, aren't you? I guess I am, yeah. Er ist ja gerade irgendwie ein bisschen Aphrodite traurig. mentioned Also. it. Didn't figure I'd see you here, though. Aber jetzt wirkt er irgendwie so Excuse überhaupt the nicht manners. mehr. Name's Eros, god of sex. Okay. Auf geht's. Ja. 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 Ja, wir fragen alles. Wir fragen alles. Egros. Did you say that you're the god of sex? Desire, Er ist Eros. really. Sensuality. Attraction. Why? Were you expecting a chubby little flying baby with a bow and arrow? Ja. I wasn't. I actually preferred Cupid, but Pan had to be the trickster. Spread all their stupid stories. Nah. I'm sorry. Why? It's not your fault. Au. Just another grudge I get to carry around forever. Call of Bondage. Ja, das ist ein bisschen... Ja. Ja, komm, wir fragen You jetzt, know aber- Aphrodite, right? I only met her the once. Sure, she's my mother. You know how it is. How would I know? No here, remember? Oh, right. Yeah, sorry. I wasn't thinking. You hear a lot of idols talk about each other like that. You know, mother, brother, sister, grandfather. None of us are actually related. We just played a family for so many centuries. May as well be true. Also er gehört auf jeden Fall dann anscheinend auch zu denen, die schon länger existieren. Eventuell einer von den wirklichen Göttern. Also ich weiß jetzt halt auch nicht, ob Athena und so auch schon immer... Ne? Also sie wirken auf jeden Fall so. Als wären sie die Originale. So Aphrodite is your mother, but not really. That's right. A long time ago, she took care of me when I needed taking care of. The mortals, they just assumed. These days, well, it's not like that anymore. We're not as invulnerable as we used to be. Least of all, Aphrodite. Oh. Ja, Aphrodite hat bestimmt nicht leid. Ah, genau, die heißen hier tatsächlich Idols aus sie, weil die sind so ein bisschen in die normale Gesellschaft eingegliedert, quasi. Ja. Deshalb sind sie Idols. The god of sex at a club. Looking for someone? Once I might have, sure. Now I'm just here to see it happen. See what happened? Look out there. See all these people. The hope.
The anticipation, the connections, they bounce off each other. To me, it's like lightning. Ja. Yep. That's a bit creepy. Er hat schon recht. Also sie hat schon... Oh Gott. Sie hat schon recht. Das ist schon ein bisschen creepy. Aber... Sounds like fun. Okay. Ja, okay, auf geht's, Leute. There are worse ways to spend a night out. I used to make it happen, you know. Mortals once begged me to make it happen. Oh ja. To inspire true love. Ja, ist But halt, now- ne? Now I only inspire sex. Not the same thing. Ja. It's just as well. People should find true love the hard way. They'll value it more. Ja. Das ist, Er ist doch sad. Ich hatte recht. Er ist wirklich sad. Ja. You seem a little distracted. Is everything okay? Of course it is. Sure. Ja, du siehst nicht so aus, als... Ja. Not obvious, huh? Ja. Truth is, I don't come here that often. So it's hard to get away. I just... Nope. Never mind. Talk to me. Rede mit mir oder wir singen darüber. Er trifft das ganz gut, ja. You can talk to me. Ja. I'm willing to listen if you need to talk. I appreciate that. Maybe some other time. Er ist halt unfassbar traurig. Ja, aber wir können nicht mehr mit ihm reden. Wir müssen... Ich hätte gerne mit ihm gesungen. Here's the thing. I'm looking for Persephone, but bisschen I Angst, can't was da find her passiert, ja. anywhere. Well, I know where she is. But Oh. I question whether she'd be happy to see you. Ja. I like you. But Mother told me what happened at the chorus. I don't want to cause trouble with Persephone. Ja. So ungefähr. so ein bisschen. Also quasi, wir fangen an und ermutigen sie dann, mit uns zu singen und sich zu öffnen. Sowas zumindest bei Apollo so ein bisschen. Also das war das Erste, was wir bisher überhaupt hatten. Quasi. Wir haben mit allen Göttern schon einmal gesungen, kurz. Das war eher so ein bisschen aber. Und dann haben wir aber danach auch mit Pan gesungen. Und das war anders. Ja. She's that scary, huh? It's not that I'm scared of her. Well, maybe a little. You haven't been around long, but once you have, you'll learn that idle grudges are forever. I don't know Persephone well, but considering what I do know, I don't blame you. I know it's lousy, and I'm sorry. I hope I can make it up to you someday. Genau, Ossi, danke, dass du reingeschaut hast, auf jeden Fall. Ich finde es eigentlich ganz süß und interessant gemacht. Aber, ja, dann macht ihr noch einen schönen Abend. Ciao! Und wir müssen weiter. I'll see you around. Und dann gehen wir jetzt mal zu Pan. Denn viel Auswahl haben wir nicht mehr. Mit Apollo haben wir schon gesprochen. OPC explodiert. As I live and breathe, Genau. if it isn't our dear Kommt noch Muse. durch, weil das geht, glaube ich, wirklich. Hi, Pam. Tell me, have you decided to leave your troubles behind and join us in the land of shadows and revelry? Nein, vergiss es. Wir schulden ihm halt noch einen Gefallen für die dumme Adresse, ne? I'm guessing it's a total coincidence that I'm running into you here. Ja, auf jeden Fall. It must be. The alternative would be that I knew a great many things ahead of time. Well, did you? Do I look like an oracle? I am here to listen to thrilling music and meet delicious people.
My tastes are simple. Ja, wo er recht hat. Speaking of simple tastes, my glass is empty again. The service here is appalling. Oder er trinkt einfach zu schnell, man weiß es nicht. Er ist immer noch leicht übersteuert. Ja, irgendwie. Er ist auf jeden Fall wieder lauter als die anderen, ne? Ich weiß auch nicht, woran es liegt. How can I trust you? Thanks for the address. Ah, komm, jetzt I assume you're a regular at this club? And why would you assume that, dear Grace? Ich weiß auch The nicht. horns, you. You know Persephone well? There is no knowing Persephone well. She won't have it. Not anymore. Not anymore. Long ago, we were all very different. Over the span of ages, however, even mountains erode. Okay. Okay. I should thank you for the address. It's what led me here. No need to thank me. You'll owe me. Remember Leider ja. how you managed to stir the sun god from his oh so tiresome gloom, I cannot imagine. Nicely done. Zauberei. Wir haben halt mit ihm gesungen. He's been helpful, I like him. You knew. Pan ist halt einfach undurchschaubar. Er ist schon einfach creepy halt irgendwie, ne? Did you know Apollo would be at that apartment? However would I know something like that? See, you play innocent, but I just don't believe you. Ja. Flatterer. Ja. Wir haben ja beim letzten Mal schon festgestellt, dass er so ein bisschen der Loki ist, ne? How can I trust? The things you say, the things you don't say. You don't make yourself seem trustworthy. You know that? Trust is for the weak and the penniless. Still not helping. Why, Grace, are you assuming that I, Pan, am some sort of scoundrel? Was? Or maybe a murderer. Oh, maybe. Ich finde, es ist echt schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich finde die Antworten wieder alle richtig gut. Ja, komm hier. It's more that I'm stating it outright. Rejected twice in a row. How will I ever recover from such insult, I ask you? Er hat es so schwer. I don't know what to tell you, Grace. Even an idol needs to get by. Ja. Es hat uns richtig viel gebracht, mit ihm zu reden. You must know why I'm here, right? Let me guess. You seek our Jetzt er wieder sweet-natured richtig laut. proprietress. Can you help me find her? Earlier I wasn't good enough, but now, I see how it is. Aber wenn er uns hilft, By dann all means, I'd love to tell Persephone that the source of her rage has intruded on her domain. ja, eigentlich beides. Ja. What if I asked you really nicely and batted my eyelashes, like so? Oh no, not my one true weakness. I could also flatter you, tell you how shiny your horns are. Wow. All right. Never let it be said that flattery gets one nowhere. Let me know when you're ready and I'll take you to Persephone. Oh. I really appreciate it. Do keep that in mind after you've spoken to her. Aber wenn er uns zu Persephone bringt, dann schulden wir ihm schon wieder was. Ich mag das nicht. Ich möchte nicht mit Bahn reden. I thought this would be easier.
But it's as if Persephone left instructions to thwart me. Every staff member I approach screams and runs off. I hope your search has been more successful. Stell ich mir ein bisschen lustig vor. It might help if I knew more about Persephone. It couldn't hurt. What would you like to know, exactly? Ei, okay. What's Persephone's story? Her name rings a bell, but I don't... No doubt Yeah. you've heard the tale of how Hades, lord of the underworld, kidnapped a young sweet goddess and made her his wife. That sweet young goddess was... Persephone. Her mother, Demeter, was so enraged she blanketed the world in ice, rendering it barren and infertile. Zeus was forced to act. He decreed that Persephone would be shared between Demeter and Hades, and thus the matter was resolved. Toll, tolle Lösung. Wow. Well, you asked. That's her story, as the mortals tell it. So tell me, how much of Persephone's legend is true? Well, let's see. Hades did kidnap Persephone. That certainly did happen. The idols almost went to war over it until Zeus intervened and ordered Hades and Persephone to wed. That quieted things. At least until Persephone killed Hades. Well. Okay. Whoa. Okay. As I understand it, Hades was not kind to her. Okay. I'd like to say we handled it well. That Zeus and the idols were mindful of what Persephone had been through, but that would be a lie. Persephone was punished for the murder. The underworld taken from her. Oh. And we all stood by and let it happen. She has never forgiven us. And honestly, I can't blame her. Ja, okay. Ja, ja. Kann ich verstehen. I don't blame her either. The idols have changed. That was so long ago. Ja, aber so long ago, ey. Wenn sie da, was weiß ich, wie behandelt wurde, ihn am Ende umgebracht hat und dann kann es und dann dafür bestraft wurde und ihr alles genommen wurde dafür, also da kann es noch so long ago sein, ganz ehrlich. Ja, komm, wir nehmen... Have the idols changed much, you think, since those days? Well, you know the saying. The more things change, the more they stay the same. Wait, Persephone killed another idol. Oh, long time ago, yeah. What about all of Athena's rules? Wouldn't Persephone have been... I don't know. Ja, sie wurde Executed. ja... The murder of Hades is probably why we now have that rule. Back then, okay. we heard Persephone had usurped Hades' throne, but we couldn't believe it. It just wasn't done. Now, of course, I look back and think we should have seen it coming. Oh, the benefit of hindsight. Why didn't you see it coming? You're the god of prophecy. Das hat er doch schon. I learned long ago not to. Ja, So what happened to Persephone after... The murder? She survived, like the rest of us. She got older, and when we came to the New World, I think she would have left us if it was allowed. It isn't, so instead she did as she pleased. She started a cult, became a crime boss,
Oh, what? It was after her last transition, but honestly, I have no insight into anything Persephone does these days. Transition? Okay. I thought she was just mad at me, but everyone seems afraid of Persephone. Yep. Noticed that, did you? Persephone is angry with everyone, and has been for a very long time. Naja, I told you verständlich. why. But it's more than that. She does not let go of a grudge. 1,000 years could pass, and Persephone will remember what you did like it was yesterday. Ja, aber... Ja... Aber denk mal drüber nach, was ihr getan habt. Ne? Ich meine ja nur, sie hat quasi in Notwehr gehandelt und die haben ihr dann alles genommen. Ist schon nicht so geil. Ne? Das... You don't come here often, I'm guessing? Never. I'm sure Persephone only sent the membership as a formality. I doubt she thought I'd ever use it. Don't you ever have fun? No drinking or dancing in Apollo land? Once. When I had the muses to keep me company. Es wackelt ein bisschen, aber ich glaube, das ist hier Absicht. Also das schwubbelt hier so. Seht ihr das? Das Zauberei. Ja, also ich habe gerade auch, also ich will ihn nicht daten oder so, aber ich finde A an sich eine gute Antwort. Deshalb, also ich würde tatsächlich auch... I'm a muse now. I can keep you company. Nothing would make me happier. But you do have a predicament to solve first. Jupp. I found some help. Ja, von Bahn. Ja. Ich bin nicht begeistert. I found someone who will bring me to Persephone. Finally! I'll be right behind you. You're coming with me? But I thought... She seems even angrier with you than she is with me. I might be able to mediate. Bin gespannt. We'll see, I guess. Okay. Wir können noch mal Tour Apollo? Tour Apollo sprechen. Hey, mein Dinglish, ne? Können wir wirklich noch... Are we not going to see Persephone? I thought you'd found a way to her. Okay. I should get going. Persephone awaits. Right behind you. Ich habe gedacht, vielleicht haben wir jetzt noch mal neue Redemöglichkeiten oder so. Warte, Moment. Sie ist nicht wirklich das hier, oder? Da? Falls sie das ist, stand sie da die ganze Zeit schon? Okay. Ja, das ist sie nicht, oder? Das sah nur so aus. Ernsthaft? Was? Der wird sich dafür einen Gefallen If you're angry with einheimsen. anyone, Persephone, be angry with me. It was I who... I will deal with you later. I was willing to leave you be, So Grace. groß. To wait until your guilt was certain. Yet here you are, in my domain, uninvited. Why? Are you here to beg for mercy? Are you here to challenge me? Should I be afraid? Passt der Ton eigentlich? Ist es leise genug? Laut genug? Also abgesehen vom übersteuerten Charakter zwischendurch. Passt. Sehr gut.
What is your problem? Questions. I don't want to fight. Ja, wir können es versuchen, ne? What is your problem wird sie, glaube ich, einfach nur noch mehr reizen. Ja, komm, wir probieren es. I'm not trying to start a fight. Far from it. I came here hoping you could help me. Help you? Perhaps you could help me instead. I'd like to understand a few things. Do you really expect us to believe that Calliope chose you? What's the real story? Did you stumble across her as she lay dying and desperate? Are you an accident? Did you learn what she was? Did you torture her, hold her at the point of death until she agreed to hand over her eidolon? You have every reason to try to prove your innocence, Grace. But I have no reason to help you. Ja. Naja, also theoretisch. I need your help, Apollo. Calliope lived at your apartment, your suspect too. Ja, ist irgendwie alles nicht so geil. Also wir mit fast jede Antwort hier reizt sie einfach nur, glaube ich. Ja, ich glaube auch, also oben, ich glaube auch, wir können am besten, also ich würde jetzt nicht Apollo nach Hilfe fragen. Und das finde ich richtig mies. Irgendwie, also ich will sie eigentlich möglichst wenig reizen. Aber Grace ist halt auch sie ist halt auch schon ein sehr aufbrausender Charakter, teilweise so ein bisschen. Ne? You knew Calliope. We all knew Calliope. She was staying at your apartment. You knew her. Better than I or anyone else suspected. Are you implying that I had something to do with her death? Prove you didn't. That's how idols work, isn't it? Wo sie recht hat. Aber sie hat sie gereizt. Ja, es ist schwierig. Oh, jetzt ist sie... Oh! Oh! You hear that? You're in my house, little muse. You want answers? Auf Fight geht's. for them. Bam! A lost little girl. You shouldn't have come here. And I sure ain't in the mood to make new friends. Go home, little girl. The shadows drawing near. And you all alone, we both know how this ends. Let's see how far she bends. We all know how this ends. Thanks for the welcome, it's my first time here. You've made your feelings for me crystal clear. You play your show, I'll just go grab a beer. Didn't come here to quarrel with you. It's a try. Love what you've done here, this place comes up well. You've nailed the theme, it really feels like hell. Guess you're not looking for new clientele. Just as well, that's a 5-star review. Let's try the easy way. Hear what I have to say. They get younger every year. Little big shots that drift through here think they're bringing something new through the door. And you've heard it 1,000 times before. Honey, I've heard it 1,000 times before. Honey, I've heard it 1,000 times. Why would I come down here and start a brawl? I'm just running out of time is all. If it's true that I'm just lost and small, why you keeping your guard up? Now she's lifting rifts from
Schiene gefällt mir echt am besten. Das ist... And I guess you've heard it all before. Gave it my best and then you slammed the door. Raises the question, who else you'd ignore? They get younger Stay in the dark every and fight year. your endless war. The little big Certain shots you can't be surprised anymore. think they're You bringing know, there's something someone else that I speak new, for. but you've heard it. Do you hear that? Calliope. She had something to say. Would you turn her away? Please don't do this. What has that music woken up in you? Remember the other thing that she could do? Here we go. On the left now. Had you forgotten how to listen to all of the songs out there you never knew? Every night they come in here. Dance and stamp your Spend feet their money on your beer. as your skin rots off in sheets. You'll be back at my door, deep below the floor. They just come here to forget how it ends. You sing like this for hours. That's what I can do. You're all being bullied by her powers. That's not what I'm into. You think that all these people are your fans. I was thinking that. You're playing them and they don't understand. Stop. Hear that? Silence. When he dragged me down there, that's all I heard. Not a single protest, not a word. I mean, no disrespect. And instead of I'm despair, here for your help. killed him right there. I'm stepping down. This is your crown. If you're here, make a sound. Not a Lost little girl. She's your queen. Well, you won. So it appears. If what you told the chorus is true, why do you think Calliope came to you that night? Es ist, also ernsthaft, ich hab mir wirklich Gedanken gemacht, was ich aussuche. Das eine Mal gefielen mir die rechte und die linke Antwort. Da habe ich mich dann für die rechte ausnahmsweise entschieden, habe aber im Nachhinein gedacht, vielleicht wäre das andere doch geiler gewesen. Und bei den anderen echt, also green it is. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, es passt, also ich mochte es am liebsten, echt. Ich weiß nicht, wie das euch jetzt ging und ob ihr so schnell mitkamt, aber irgendwie, Das gefällt mir. Also ich bin wirklich froh, dass wir uns für grün entschieden haben, so ein bisschen. Weil es ist echt krass. Und umentscheiden geht immer noch ja. Ich war bei Blau verwundert. Grün war auf jeden Fall gut, ja. In den allermeisten Fällen. Ja, es ist echt interessant. Maybe she thought I could help her. She must have been nearby when whatever happened. I see. All right, Grace. Come with me. Okay, wir haben sie auf jeden Fall so ein bisschen für uns gewonnen.
würde ich behaupten. Es war zumindest Calliope nicht came mies. to me years ago. She'd grown tired of arguing with the idols, tired of being branded a troublemaker. She couldn't watch the idols wither away without a fight. I knew how she felt. So I gave her the apartment. Ja, okay, ist logisch. Ist auf jeden Fall logisch. You gave it to her, ja. How well did you know her? No conflict at all. Alle im Club so, ja, das ist wie Apollo auch, ey. Das ist richtig gut. Ja, komm hier. You gave her that beautiful place? That's generous of you. I had it to give. Generosity isn't exactly what you're known for, Persephone. I felt sorry for her, Apollo. Ja. Not that it makes any difference. It's been at least 2 years since we spoke. After I heard the news, I went to the apartment and turned it upside down. I had to know the truth. Ach, Persephone war das. I didn't find anything. Nothing to say what she had been involved with or gotten into or who she might have been fighting with. Ich hatte ja tatsächlich vermutet letztes Mal, ich fand es gar nicht so chaotisch, dass es wirklich einfach, also Apollo hatte das ja auch erwähnt, dass Calliope sich halt in Sachen so rein gedingst hat, so total. Und wenn sie einmal in irgendwas drin war, dann hat sie das halt durchgearbeitet quasi. Und ich dachte, es wäre halt einfach von ihr selbst so ein bisschen so dieses Bücherchaos und so. Aber es sah halt für mich nicht schlimm aus. You still think I did it? That sounds suspicious. Ja, komm. So what now? Do you still think I'm guilty? You're clever. You let me win our showdown, and that's a solid move. Calliope may well have chosen you. If it wasn't Grace, that means someone else was behind Calliope's death. Someone who could keep their involvement hidden. One of us. Yep. Ich finde es unfassbar beruhigend, dass wir Persephone jetzt auf unserer Seite haben. Und ich muss sagen, mit ihrer Hintergrundgeschichte und der Tatsache, dass sie ja auch eher gegen die Idols ist, da würde ich schon fast eher sagen, dass ich glaube, dass sie es auch nicht war. Also ich glaube, dass sowohl Apollo, der jetzt auf unserer Seite steht, als auch Persephone es nicht gewesen sind. Weil, also Persephone öffnet sich jetzt ja tatsächlich ein bisschen, weil wir sie von uns überzeugt haben. Sie war ja erst der festen Überzeugung, dass wir es waren. Sie glaubt jetzt nicht mehr so dran. Und sie hat Calliope halt einfach geholfen. Ne? Also ich kann es mir fast nicht... Schon wieder Latina. Nein, ganz nein. Also Athena wäre jetzt aktuell in diesem Moment mein Number One Suspect. Neben Pan. Wobei ich nicht wüsste, warum Pan. Ja, okay, er ist halt. Ne? Does it have to be an idol? You thought I killed Calliope. Couldn't it have been some other mortal? Despite how we might look, it's not a simple matter to kill an idol. Okay. It was difficult enough to believe you had done it. Oh. If another mortal killed her, they somehow escaped detection. We found nothing, no evidence of a battle. You Okay. looked? Of course we looked. What do you think was happening while you waited? Ach, If Calliope was attacked elsewhere, even magic revealed no trace of it. okay. Wait. Did you say magic? You can That battle me was- through a song in a world of your own creation, and yet magic is beyond belief. Well, sure. I just thought... We have our powers just as you have yours. I can grow a field of corn like nobody's business. Some would say our powers are also magic, but true magic is a different and older power. Hecate's to me. Oh. Oh, And it was of Hecate. no use here. We shouldn't rule it out. We haven't tried everything yet.
Nein. Grace, das ist eine ganz beschissene Idee. Ich liebe Athenas Eule, aber nein. Did Calliope have any enemies? The way you talk about her, she must have. Ja. What? What am I missing? Calliope had a way of making people angry. She could be argumentative. Okay. Yes, but enough to make enemies who wanted her dead? Not that you or I know of, apparently, but that doesn't mean they didn't exist. Ja, es ist, also Persephone hat ja gesagt, sie hatte seit 2 Jahren nicht wirklich Kontakt zu ihr. Also. Yep. What about Athena? She seemed awfully insistent on declaring me guilty, don't you think? Athena? No, Athena follows the rules. Athena macht die Rules. Athena has one goal and one goal only: to protect the idols. And that included Calliope. Ja, aber She'll vielleicht. eventually drive us all mad with her vigilance, but break her own rules? I don't see it. Ja, aber wenn. Also Calliope war ja quasi so ein bisschen gegen die Götter, in dem Sinne, dass sie wollte, dass sie sich halt ändern. Und vielleicht hat Athena die Gute das als so eine Art Gefahr gesehen. Ne? Das wissen wir ja nicht. What about Pan? He showed up at my place out of nowhere, right after I left the chorus. He did what? I have to wonder what his angle is. He has one, that's for certain. Though I've never thought of him as a killer. It would be too messy. Ja. Still, we should consider the idea. For him to show up so quickly is odd. Also so richtig killermäßig wirkt er auf mich halt auch nicht, aber er wirkt halt schon verdammt creepy. Und die Tatsache, dass er einfach direkt danach ohne Gründe quasi in unserer Wohnung stand, war schon ein bisschen seltsam. For all I know, either one of you could have done it and you're just playing along. Apollo is capable of many things, but lying? He was never any good at it. Whereas we know how capable you are of murder. Okay, this isn't The one and only god I killed deserved it. Right. Sorry I brought it up. Ja, aber Couldn't we go to keine gute Athena Idee. with this? If you've changed your minds and you're both part of the chorus. Athena would be sympathetic, but the die has been cast. She won't go back on the edict, not without clear evidence. Oh, now you want evidence. She acted on the information she had. If we want to sway her, we need something better. Yep. I don't know what I'm supposed to do. You know the idols. Don't you have any ideas? I told you I wouldn't be of much help, Grace. Did you now? That's unsurprising. When are you ever of help to anyone but yourself? Says the woman who forced Grace to challenge her rather than answer a simple question. Calliope died, Apollo. Calliope, who came with us all the way from the old world. You think I don't know that? Are you forgetting what the muses meant to me? Im Hintergrund so, never gonna give you up. Nun. Ja. Ja, ist. Ne? Grünet ist. Also, wir sind einfach grüne Menschen. Es ist halt. Wir sind grün. Wir sind vollkommen grün. Please, both of you! None of this will help Calliope. I know you both miss her. I know you cared about her, but she's not completely gone. A piece of her is in me. She came to me for help, and I don't want to die any more than she did. Oh! Calliope, I'm listening now. Tell us what end you were doomed to. Calliope, blinded by fire, one match did you strike that consumed
done to earn such a fate? You are blinded. God of the sun hides from his own eyes. What would you know about fate? You say that you know her, she was family to us, yet you don't hesitate to accuse her. Oh, queen without a throne, go bitter with fury. Not everyone seeks to betray you. Stop this! There is something missing we're blinded to. Yes, there's more to seek. Apollo, your help is not needed here. Go ahead and abandon another muse. How could you throw that gauntlet at me? Could your heart shrivel any further? You abandoned me to a terrible fate. You replay your injuries It's till far it's too too late. late. You know how far I've been before I trapped. snapped. This is not about you. Enough! This helps no one. There he is, God of the sun. Apollo, for my sake, take a deep breath. I need your help, not your anger. These old wounds, they distract and blind you. You can't see yourselves. He doesn't know what's important. And you do. Ach Leute. Follow him or stay. Now that Apollo isn't sucking all the oxygen out of the room, perhaps we can get somewhere. Er war so aufgebracht. Ich dachte, wir können jetzt besser erstmal ihn ein bisschen in Ruhe lassen, abkühlen lassen und bleiben bei Persephone und erfahren vielleicht noch ein bisschen mehr und vielleicht fällt ihr noch irgendwas ein. Erstmal. He got a bit scary, just as well. Was all that necessary? Ja, die beiden haben sich halt voll hochgeschaukelt, ne? Er war ein bisschen überflüssig. The way he got all ragey. Ah, Marvin, jetzt habe ich genau das andere. The glimpse you had, that anger, that's the true Apollo. The one behind his mopey exterior. Ich fand's auch schwierig, Michael. Ich habe echt überlegt. I'll admit, the problem you present is a sticky one. If an idol is behind Calliope's death, they're clever. I need time to formulate a plan. Ich fand tatsächlich, also ich habe tatsächlich dann nur danach entschieden, dass wir mit Apollo ja schon ein bisschen, also eigentlich war es eine sehr stumpfe Entscheidung. Mit Apollo haben wir ja schon ein bisschen gequatscht, dann bleiben wir jetzt mal bei Persephone. Also wir gucken noch mal kurz ins Journal rein. Und dann machen wir gleich eine ganz kleine Pipi-Pause. Apparently, after years of arguing with the idols and making everyone angry, Calliope finally left Olympus. And that's when she became friends with Persephone, who gave her the apartment. However, Persephone says that they haven't spoken in 2 years, so she doesn't know what Calliope's been doing lately either. Hä? I ran into none other than Hermes at the underworld. I'm pretty sure they didn't follow me there. They were just vibing. You know, for an idol, they don't seem that bad, okay? They answered one question, at least, about how they showed up at the apartment so quickly. Apparently, when an idol dies, Hermes has to be there. However, Hermes is at the time, I guess. Whoever Hermes is at the time, I guess. They were kind of close-mouthed about it, but they just know. Strange story, but what else is new?
Would you believe Hermes has only been an idol for a year or so? They talk a lot about the old Hermes, so I guess they must have gone through something like me. They were there when the old Hermes died, and his Eidolon passed on to them. How often does that happen, I wonder? Ja, ich bin auch noch nicht so ganz. Bum, bum, bum. Wow, seeing Apollo and Persephone biting each other's head off was really eye-opening. Do all the idols hold grudges against each other like this? If so, it's no wonder one of them got murdered. Ja, ist schon. Persephone laughed when I asked if Athena might be a suspect. Like the suggestion was ridiculous. Athena's entire existence is based on protecting the idols, and apparently she'd never break her own rules. She sounds so fun. Ja, she sounds so fun. Eher so, ne? Ja, also das mit den Regeln, wie gesagt, also sie will die Idols beschützen, aber ja, wenn sie dafür die Regeln brechen, ich weiß nicht. Ist schwierig. Apollo gave me the lowdown on Persephone. Apparently, the whole story about how she was kidnapped by Hades, Lord of the Underworld, is more or less true. He made Persephone his bride against her will, and the other idols did squat to stop it. What the stories don't mention is how she later killed Hades and took his throne, only to have that throne taken away by the other idols as punishment for the murder. Persephone's pretty pissed about it still, and honestly, who wouldn't be? When I finally met Persephone at her nightclub, she almost immediately challenged me to a song duel, which I let her win, of course, and I think she knew it. Thus, she finally answered my questions, even if it didn't mean much. She gave Calliope the apartment, sure, but because Persephone felt sorry for her. They haven't spoken in maybe 2 years. Seems like the idols do this a lot. Yeah. I actually ran into Pan again in the underworld, just by coincidence, so he says, hanging around in the very place his tip eventually led me to. Granted, the underworld is his kind of place, but what are the odds? Pan agreed to help me find Persephone, who either didn't know I was at the club or was avoiding me. The place is huge. And this time he didn't even ask for anything in return. I just had to bat my eyelashes at him and say pretty please. Ich weiß nicht, das kommt noch. Neither Apollo nor Persephone seems to consider Pan much of a suspect. He's not a murderer according to them, even though his sudden involvement is really suspicious. Okay. I met Eros, the god of sex, just hanging around in the underworld, looking like a Turkish wrestler, taking a quick break from his BDSM dungeon. He was nice enough if kind of wrapped up in his own problems. Hardly seemed the killer type, but what do I know? Ja, also wir wissen halt so quasi nichts über ihn. Ne? Er ist halt sad. So, also wir können im Dingsmenü bleiben. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann gleich sofort wieder da. Kurze Babypause. Bis sofort. Wupp.
So, da bin ich wieder. Wusch. Hallo. Hallo. Ich hoffe, ihr seid auch noch oder wieder da. Hehehe, da können wir nämlich gleich weitermachen. Die Vogels sind so fertig, ne? Aber ich finde es irgendwie immer wieder, wenn ich einen Tag habe, wo ich irgendwie K.O. bin und dann komme ich nach Hause und sehe, die Vogels sind irgendwie auch einfach K.O., dann finde ich das irgendwie beruhigend, weil dann weiß ich, es liegt nicht an mir. Und heute, es war wirklich den ganzen Tag einfach nur düster. Hat zwar nur heute Morgen kurz geregnet, aber trotzdem dann den ganzen Tag dunkel und unschön. Und ist dann irgendwo anstrengend, ne? Und das finden die Vogels auch anscheinend. So, wir wollen mal schauen. Was meint ihr denn? Wen findet ihr denn im Moment am verdächtigsten? Habt ihr jemanden, den ihr am verdächtigsten findet? Ich bin gespannt, ob wir noch auf... Also Hekate wurde ja gerade erwähnt. Ich bin gespannt, ob wir sie noch treffen. Michael findet sich am verdächtigsten. Michael, warst du das? Pan, ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist, ne? Ich finde auch Athena immer noch sehr verdächtig. Auch wenn gesagt wird, sie folgt ihren Regeln, aber schwierig. Ne? Und, also ich bin gespannt. Es kann sein, dass wir Hekate noch treffen. Sie wurden zumindest erwähnt. Hatten wir noch einen Gott, der erwähnt wurde? Ja, also außer Hades. Der ist ja tot. Zeus. Zeus wurde erwähnt. Aber sonst hatten wir, glaube ich, keinen, der noch erwähnt wurde. Mir fällt jetzt zumindest gerade keiner ein. Also die anderen Musen, aber die scheinen ja auch alle schon nicht mehr zu existieren. Wenn sie selbst keinen Bock mehr hatte. Ja, wer kann, wer weiß. Ne, kann auch. Wäre natürlich sehr traurig, aber ich glaube, das hätte sie nicht so komisch arrangiert, oder? Wobei, ja, weiß nicht. Mal gucken. Also ich finde es auf jeden Fall mega interessant und spannend. Und ich mag das alles hier irgendwie total. Also ich mag die Lieder. Ich mag die Interaktionen. Ich mag die Charaktere. Die sind irgendwie echt cool. Und ich bin auch, wir haben jetzt noch gar nicht, also die anderen Musen zum Beispiel. Es gab ja 3 Musen. Und wir sind jetzt ja anscheinend die letzte Muse. Und Hades zum Beispiel ist ja auch tot. Also es scheint ja so zu sein, vielleicht haben sie das auch schon erzählt und ich habe es einfach nur verdrängt. Wenn ein Idol bzw. Gott stirbt und niemand in der Nähe ist, der dieses Eidolon übernehmen kann, dann scheint es scheint ja so zu sein, dass es dann einfach verpufft. Es ist dann zumindest auf jeden Fall weg. Denn es scheint ja wirklich Götter zu geben, die es halt nicht mehr gibt. Also, wow. Das klang nicht. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Es scheint Götter zu geben, die es nicht mehr gibt, ja. Ja, ne? Und Hades zum Beispiel, Persephone hat ihn ja umgebracht. Aber Persephone ist ja selbst ein Gott und konnte deshalb dementsprechend auch nicht irgendwie sein Eidolon übernehmen. Sonst war wahrscheinlich keiner da. Ja. Okay, dann gucken wir mal. Wir fragen noch mal Athena. I have to ask, is Athena really not an option? She wouldn't see what you see? At all? She might. Athena's no fool. She sees everything in terms of risk. Anything with the slightest chance of being a danger to the idols will not be tolerated.
Ja, ich hatte eher gehofft, dass das nochmal auf die Frage, ob Athenas gewesen sein könnte, eingeht, aber Athena ist ganz gefährlich, ja. In this scenario, I'm the unacceptable risk? At worst, a murderer. At best, a usurper. I have to be a usurper? I can't just be a happy accident? In Athena's world, there are only dangerous accidents. Ja. You've decided to help me then? I Achso, wasn't sure you would. sorry, Michael, aber das nehmen wir I've sofort. already admitted that Noch Calliope eine might Frage, die actually wir have noch- chosen you. Don't push your luck. Oh, I didn't mean... You have fight in you. You've taken quickly to the Muse's powers. It's possible that sorry. she saw the Ich war potential. einfach zu langsam. So yes, I'll help you. If, however, this has all been a desperate deception, Ich warte jetzt wieder mal. let's hope it doesn't come to that. Ah. Na, was meint ihr? Ich hab schon gut getrunken. Eine Flasche ist so. Sieht man gar nicht richtig, ne? Ist, hier. Ich finde auch beides gut, aber da Michael eher für A ist, nehmen wir A. Das finde ich gut. I like this better than fighting with you. Way better. Helping you rather than wanting you dead, you mean? You seem like a woman who gets what she wants. These days, yes. Then I'd really rather have you on my side. Wise choice. Ist so. What should I do while you're formulating? I don't like sitting on my hands. Yeah, I've noticed. If you wish to keep busy, burn down the city, start a revolution, become a terror the likes of which mortals only dream. Really? No, Grace. Go home. Be patient. When you see me next, I'll have a better idea of what to do. Okay. Also sollen wir einfach warten. Schwierig. Oh. Queen without throne. Threw you out in with... Finished Act 1. Oh! Hey, Freddy. Freddy! Have you been waiting up this whole time? Yeah? A goat man sends you off into the night. Your life is on the line. And I'm gonna, what, sleep? No. What if you were taken prisoner? Kept in a cave by a cyclops? Or, I don't know, turned into a tree? I was worried sick. Oh. Die Antworten sind wieder alle gut eigentlich. Ey, komm. You were worried about me? Aw. Well, you're my best friend in the whole world, Grace. Plus, you know, what would the band do? Natürlich, natürlich. Right. The band. Where are Kaz and Brian anyway? I told them you were fine, which isn't a lie, because technically you are. Now tell me everything that happened. Okay. Huh. Persephone runs a club called the Underworld. That's a little on the nose. I wouldn't suggest saying that to her face. And you ended up staying with her instead of Apollo? I don't know, Grace. She sounds a little volatile. Ja, also Apollo hat halt gesagt, er kann uns nicht helfen. Deshalb hatte ich halt wirklich gehofft, dass sie uns vielleicht helfen können. Ja, ich finde also, ja, das sehe ich auch so. She has her reasons. I just hope I don't end up on her bad side again. You'll figure your way out of it. You're still you. I am still me. That's true. So what are your options? You need to go back to Persephone at some point? I could go back to Apollo's as well. Make sure he's not sore about what happened. Ja. Oh, and, there's this.
Pan left a card. Says, come by Olympus. I doubt he means the mountain in Greece. I just booked him, ja. Wir haben doch gerade erst mit ihm gesprochen. Die Karte sieht lustig aus. What could he want? Ja, Olympus ist das Gebäude, wo wir waren, ne? Ja. That name keeps coming up. The idols live there, or at least most of them do. Sounds cool. Even if Pan is there. Still not a fan? You know how some people just set your teeth on edge? That's Pan. I can't help it. But it doesn't matter. I said I'd help, and that's what I'll do. You can count on me, Grace. Thanks, Freddie. The muse! Oh, the embodiment of inspiration! Can you believe it? Yeah, kinda. Jetzt war Freddy irgendwie ein bisschen übersteuert, ne? Oh mein Gott, jetzt müssen wir uns auch noch entscheiden. Day 2. Oh Gott. Ich würde tatsächlich auch sagen, wir sollten vielleicht zu Apollo gehen. Haben wir noch was Neues? Nee. Okay, kommt. Also fein außer Pan. Ja, also ich glaube, wir gehen mal zu Apollo. Grace, Yeah, told you she'd be back. what are you doing here? When you stayed with Persephone, I thought that... Well, I didn't expect to see you again. Ja. Finde ich tatsächlich auch wieder alles 3 gut. You were a jerk ist. Ja, Persephone war halt auch gemein. Ja, I thought I'd check in on you. The way you left. Well, it was quite the scene. Ah, yes. That. I want to apologize for my outburst. Being around my family brings out the worst in me, I'm afraid. It's why I avoid them whenever possible, and why I should have resisted getting dragged into all this. so. Ja. Alles interessant eigentlich, ne? Aber Apollo, grün. everything Grün you sang about still applies. Even if you got angry. I know. We all make mistakes. You pick yourself up, and you try again for Calliope's sake. Komm schon. I'll think about it, Grace. I promise. For now, you're in far better hands. I'll hold you to that. Don't think I won't. Ah, okay. Okay. Fein außer Pan, hat es Marvin gesagt, ne? Also würden wir jetzt eher zu Persephone gehen und nicht gucken, was Pan von uns will. Da kommt. Wir gucken mal.
Das Lied ist so schön. Oh, back already, are you? It's just as well. I've asked around, called in some favors, just enough to get an idea of what all the idols are currently up to. Much as I'm loath to admit it, I'm back to thinking Pan may be our prime suspect after all. Okay. Why Pan? I thought you'd rejected him as a suspect. I did. It doesn't seem like his style. Pan has always preferred scheming over direct confrontation. The thing is, how did he know about you so quickly? What does he hope to gain by sticking his nose in? A favor or two, I guess. Half the idols owe him a favor or two. No, he's up to something else. Until I know what it is, I can't discount the possibility that he's involved in all this. You should know. Pan asked me to meet him at Olympus. I'm not sure why. Oh, that's interesting. Did he happen to say what he wanted? No. He probably wants to cash in his favor. Huh. That's what he does. Collect favors and then use them to gather even more favors. Yep. To what end, I dare not guess. Ja, Michael, aber was wir natürlich nicht wissen, sie trinkt es nur, um cool auszusehen. Eigentlich ist da Apfelsaft drin. Ja. Maybe that's a motive? Na. Ich finde ihn ganz und gar nicht harmlos. Er wirkt voll creepy. Ja, ne? Maybe that's what went wrong with Calliope. A favor she wouldn't repay. Or something she'd discovered and refused to conceal. Now, that would be just like her. Ja. You should go ahead and see what Pan wants. It might be useful. Just throw caution to the wind, huh? Somehow you'll manage. I want to send you to a party, Grace. One Aphrodite is holding. Oh. She and Eros know Pan perhaps better than anyone. If you go, it'll give you a chance to find out what he's really up to. Aphrodite und Hades. Boah, in was für einer Beziehung stehen denn Persephone und Aphrodite? So richtig keine. You know Aphrodite better than I do. Can't you talk to her? She and I don't get along. Like how you and Apollo don't get along? Even more intensely than that. I once said some things about her husband. They were true, but unwelcome. Suffice it to say, if I showed up at Aphrodite's party, revealing Pan's secrets would be the last thing on her mind. Okay. Why a party? Couldn't I just go wherever she lives and ask her? You could, but if you go to this party, she'll be grateful. She holds it from time to time and always asked Calliope to attend, but Calliope never would. You can put two and two together. Logisch. A grateful Aphrodite might be willing to tell you what Pan is really up to. Das stimmt. Und wenn sie Calliope immer eingeladen hatte und Calliope aber aus Gründen nicht aufgetaucht ist. I still have that invitation from Pan. Maybe it'd be easier if I just went to see him. You should do both. Just don't believe a single word coming out of his mouth. Haben wir nicht vor. I might be able to coax some truth out of him. I can be persuasive. A battle of the Aphrodite silver war's. tongues, I'm sure. One wild party with a goddess of love coming up. It's less of a wild party and more of a somber affair. You mean like a cocktail party? Let me put it this way. Apollo will likely be. Gotcha. Expectations of fun downgraded considerably. I'll let you know what I find. Nun. Also, ja, das war.
Was meint ihr? Sollen wir, sollen wir erst zur Party? Also anscheinend müssen wir eh alles machen. Aber sollen wir erst zur Party gehen oder erst mit Party? Oh Gott, ey, sorry. Tut mir voll leid. Ah, Mensch. Sollen wir erst zu Aphrodites Party oder erst mit Pan sprechen? Wir müssen anscheinend eh alles machen. Ihr seid euch einig, würde ich sagen. Ja, cool. Auf geht's. Okay. Ja, ist sowieso nah beieinander. Ne, also ist halt Olympus. Oi. I'd say hello, Grace, but I'm afraid that look on your face might be catching. What is this place? It's a garden, darling. Surely even mortals have them. This building. All those people I pass getting up here. Are they all idols? Oh, at least some of them. Welcome to Olympus, dear Grace. Our home hidden away in plain sight. Ist das der Baum, wo wir gesungen Marvelous, isn't haben? it? Es ist ja, also als wir mit Pan gesungen haben, waren wir bei diesem Baum. Und als wir mit Apollo gesungen haben, waren wir in einem Leuchtturm. Als wir mit Persephone gesungen haben, waren wir auf der Brücke, also der Höllenbrücke halt, so quasi. Ja, in der Hölle. Okay. Ich habe beruhigt, dass ich mir das nicht einbilde. I've passed this part of the city 100 times. I've never seen this building. Was it always here? Or... Our Lady Hecate provides glamours that allow certain things to go unseen, such as my glorious horns. Wirklich Olympus eine is Hexe. the same. Those invited see it. Those who aren't see exactly what they expect. It's not anywhere as grand as in the old country, but it serves its purpose. Okay. I don't know, Pan. Olympus seems pretty grand to me. As if mortals would know any better. This isn't the first time you've been here. I'm sure Hermes took you to Athena's dreary office. That's here? Huh. Good one, that Hermes. Almost as dull-witted as the original, but biddable. Singt Pan? Wo kommt das denn jetzt her? How many idols are there? I've met, what, less than 12? Oh, I don't know, 20, 30. Our numbers have dwindled so much I've stopped keeping track. I didn't know there were that many gods. We're not all equally legendary, it's true. Some idols were barely worshipped, others not at all. Indeed, not all of us are idols. Some are merely immortal. Hangers-on, if you will. You'll meet them all, given time. Idols live here? I mean, Calliope didn't, obviously. Apollo doesn't either. One must have special dispensation from Our Lady of Wisdom, Athena, before they can take up a private dung heap like Apollo's. Okay. Am I gonna have to give up my apartment? That's rather putting the cart before the horse, darling. First, you must outlive the week. Da hat recht, Right. tatsächlich. Good point. You asked me to meet you here? I did. Though I feared you might decline, considering your rather callous rejection earlier. Regardless, my pride is intact, as is the favor you owe me, which I now wish to collect. Okay. Mit Pan singt meinte ich übrigens, also das ist jetzt gerade wirklich nicht so einfach. Meinte ich übrigens nicht den Pan, sondern den Vogel. Persephone is right about you. I was expecting this. I'm not breaking rules for you.
Fine. But just so you know, I'm not doing anything that's against the rules. I already have one trial coming. Grace, baby, Boobala. Have I ever led you astray? Not yet. Here's the thing. A friend has begged for my help, and you're far better suited than I to offer what he requires. Okay. I'll give you a key to reach the reliquary where he resides. You help him, and then we're even. If that's not enough incentive, the reliquary is also where you'll find the lovely Hecate. A sorceress of her power could aid your quest. What do you say? Also, mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass er ganz eindeutig irgendwas vorhat. Ey, Leute, was ist denn heute wieder? Bleibt doch alle einfach weg. So. Mensch. Diese ganzen Bots, ne? Nervig einfach nur. So. Der weiß doch irgendwas und der hat ganz eindeutig irgendwas vor. Das ist, what kind of favor is this? Would Hecate really help me? What is a reliquary? Ja, alles gut. What is this reliquary? Doesn't that have something to do with the bones of saints or something? Not those relics. Our relics. The relics of ancient gods. Magical treasures collected over thousands of years. Books, mainly. We store them in a faraway place so no one unsavory can get their hands on them. Unsavory like you? Unsavory like most. Athena has decreed that these relics are not to be used by any save Hecate and herself. A rather dull waste of so much amassed knowledge and power, but who am I to judge? I'm not leader of the chorus. Jetzt ist die Frage, dieses Reliquary, das soll ja auch die Person sein, der wir helfen sollen. Aber Hecate ist auch da. Und er hat gerade gesagt, dass eigentlich nur Hecate. Fanny singt, der Süßi. Dass eigentlich nur Hecate und Athena da großartig hin können sollen und Zugriff darauf haben sollen, auf die Objekte der Götter. Ich frage mich jetzt, wem wir dort helfen sollen. If these relics are off limits, does that mean they're dangerous? Some, but I'm not asking you to chase after any of that nonsense. In fact, I'd advise against it. But what if one of those relics could help me? My, such an adventurer you are. It's possible, but ask Hecate first. She, and I mean this with complete and uncharacteristic seriousness, is not an idol you or anyone wishes to cross. Ja, also Hecate könnte halt echt krass sein. This Hecate, do you think she could help me? If she's of a mind. She is the goddess of dark magic, the creator of all our marvelous glamours. If anyone can help you, it is she. And if she's not of a mind? Then she won't help you. Grace, that part is up to you. I can't be expected to do everything, can I? So ein Hecate, ja. Der ist so ein Arsch, ne? Der trollt uns doch nur. Der weiß irgendwas und hat irgendwas vor. 300%ig. This person I'm to help. What does he want? And why can't you do it? Well, Grace, there are some things you're better equipped to handle than I. This, as I understand it, is a delicate matter of the heart. One that requires a muse's hand. A matter of the heart.
What, did you think I was sending you to rough someone up? Set something aflame? Don't be absurd. The man has an issue with his love life. Even if you can't help him, I'll treat the effort as worth the favor. Eros? So that's it? Fix up someone's love life? Nothing trickier than that? Oh, the way you talk, Grace. It makes me blush. Well, it's just that... I trade in willing favors, Grace. If I didn't, no one would want to do as I ask, and then where would I be? I may seem untrustworthy, but allow me to reassure you. If I wish you harm, you will walk into that harm knowingly, and with open arms. Kommt hier, jetzt raus damit. What about Calliope? Did she walk into harm knowingly and with open arms? You tell me. I could deny it, of course, but if you choose not to believe anything I say, what's the point of asking the question? Verdammt, er hat recht. Er hat recht. Das war richtig dumm eigentlich, ne? Ich dachte, es wäre klug, aber es war eigentlich richtig dumm. Es war wirklich richtig dumm. Naja. Ich behaupte einfach, ihr hättet genauso gehandelt. Na. Okay. I'll think about it. But no promises. Marvelous. The gentleman you seek is named Asterion. Oh. Lovely fellow, quite harmless. Oh. I'll send a package to your domicile that contains directions and the Hat er key gerade you gesagt, need quite to reach the harmless? reliquary. I said no promises. Well, Das ist nicht if Eros. you decide to go, Grace, you'll Asterion. still need all those things. Okay. Say hello to darling Hecate on my behalf, will you? Das wird interessant. Oh, das wird richtig interessant. Verdammt, Party oder Reliquary? Oh, wir gehen jetzt erst zum Reliquary, oder? Aber ist auch logisch. Also ich denke, Eros wird halt auf der Party sein auch. Ja. Freddy kommt mit? When I opened that shipping container, I was expecting, I don't know, rats. Yeah. Instead we have... Where the hell are we? It's hard to say. Weren't we going to some kind of library? Naja, also von davon war die Rede so richtig. Ich hätte euch sagen können, dass das keine gute Idee ist. EKT und Asterion. Ja. Pan said there would be books. You like books, right? I do like books. See, there you go. Apparently this reliquary place has all the books you could ever dream of. A reliquary? Ooh, I bet it has relics. I want a wand of fireballs. Okay. You are such a nerd. Speaking of, how much do you actually know about Hecate and this idol you're supposed to help? The idol we're here to help is named Asterion. And you know who that is, right? No. Nein. Should I? That's the Minotaur's real name. You know, big bullhead, horns, lives in a giant labyrinth. Pan did not mention Natürlich that. hat er das nicht Why am I erwähnt. not surprised? Why am I not surprised? Ja. This Minotaur. You don't think he might be dangerous, do you? Well, traditionally he eats people, but he was also supposed to have been slain by the hero Theseus. Well, not so slain after all. Pan says he has a problem with his love Jedenfalls, life. oh mein Gott, ja, Tatsache. Maybe he needs to stop eating all his girlfriends? Okay, I need to think about it the moment I said it.
Das war gut. Ja, also sie hat recht. Wenn er damit aufhören würde, seine Freundinnen zu essen, dann hätte er auch keine Liebesprobleme. Vielleicht. Nee, Tesa ist nein. Nein. Aber ganz ernsthaft. Alleine die Tatsache, dass hier Hekate und Asterius sind, hat doch schon. Der Asterion heißt er. Do you know anything about this Hecate? It's not a name that rings bells. Let's see. Well, she was the goddess of witchcraft, the really dark kind. Oh. But she's never really portrayed as evil. She was more of an outsider, lived alone, off in our little corner of the underworld. Do you think that's where we could be? Oh, that is so cool. Oh, I bet knowledge is important to her. It could be an angle if you talk to her. Ah komm, ich weiß, was ihr wollt. Vielleicht wollten sie gegessen werden. Vielleicht. Wer weiß? Vielleicht. Ganz andere Sache. Vielleicht wollten sie gegessen werden und Asterion wollte sie nicht essen. Und das war das Problem. Problem gelöst. Er muss sie doch einfach essen. Und I'm so glad I brought you, Freddy. I wouldn't know the first thing about any of this. You're so cute. Well, I hope it's actually helpful to tell you these things. Why wouldn't it be? Because it could all be wrong. I would have never pegged Apollo for a surfer dude with confidence issues. Ja. Yeah, good point. Aber immerhin die Fähigkeiten. Ne? Witchcraft und Minotaurus. Ja, okay, Minotaurus sein ist jetzt keine Fähigkeit, ne? Aber Freundinnen essen. We should go inside instead of standing out here in the fog. It's more of a mist, really. A mist potentially full of monsters. Yeah. In we go, then. Are you really planning on doing that favor for Pan? Mhm. Meddle in love lives? Sweet Talk, the goddess of witchcraft? Freddy, who are you dealing with? The master meddler and sweet talker. Damn straight. I look forward to seeing you in operation. There's no way at all this could go poorly. Mhm. Ja. I guess the Titan thing is literal, huh? Okay. Mortals within the reliquary. Who permits this intrusion, this sacrilege? This knowledge is not meant for the likes of you. I shall grind you into the dust from whence you came! Oops. Let me introduce myself. Wenn wir das Rote hätten. Back off, lady! Okay, sie ist. Also. No problem. Das ist gut. I am really sorry if we startled you. My name is Grace. We've never met before, but, I'm the new muse. And I'm Freddy. Big fan. If I broke a rule, I apologize. Pan didn't mention anything about that, I'm afraid. You are Grace? Okay. Then Calliope is dead. Is that now? I thought that was not for another 11 months yet. Okay. Also.
Ja, ist ja gut. Ich finde beide gut, aber ja, Wait, what? You knew Calliope was going to die? No, I am not informed of this for another 11 months and 3 days. Or I could just tell you now? That cannot be. It is written. Okay. Yes, it's right here. Calliope joins Grace's band. They become friends. Months later, there is an automobile accident and... An accident? No, that's not what happened. Are you saying the books are wrong? Oh. Oh, Houston, wir haben ein Problem. Das steht da halt einfach. You have a problem. Ja, das nun. It wasn't me, I swear. Nun. Ja. They're wrong about this. Blau geht leider Calliope nicht. was murdered just a few days ago. That is impossible. I don't know what to tell you. You will explain. We will both sit and you will explain. There will be tea. Oh, das finde ich gut. Ich hoffe, es gibt auch Kekse. It is clear something unanticipated has occurred. Something outside the realm of fate. Is that even possible? It is, but I must follow the threads back to their source to find the origin of the deviation. It may take years of research. Years? I don't have years. Okay. That is unfortunate. If there is nothing else, I must ask you both to leave so I may begin at once. Be right back. Alles gut, ganz in Ruhe. Es ist interessant. Also es gibt anscheinend eine Abweichung. Und sie möchte jetzt rausfinden, woher diese Abweichung kommt. Aber sie braucht Jahre, um das herauszufinden. Das heißt, sie hat ja dementsprechend auch, also ja, okay, sie kann wahrscheinlich auch sowieso auf die Vergangenheit wahrscheinlich nicht zugreifen. Also ändern könnte sie das sowieso nicht, aber sie kann die Abweichung halt auch nicht so schnell finden. Is there no way to speed that up? Whoever's behind it might be the murderer. Such threads are not so easily untangled. I must consult the Moirai, if indeed they are not the ones responsible. The Moi what? You might know them as the Fates. They, or any beings of a sufficiently cosmic nature, have the power to undo the order of things. That does Oh not sound mein good. Gott. Certainly not. They are also not beings I can summon at a whim to solve your mystery. I am sorry. Die Mäuren. Natürlich, ja, die sind theoretisch, also wie sie ja auch sagt, die sind quasi die einzigen, die mit dem Schicksal weben und es verändern können, großartig. Ja, komm, wir müssen jetzt noch Actually, Asterion I fragen. came here to speak to Asterion. If, he is here. A visitor for Asterion? How strange. Oh! Oh my god, is that Are we doing cute? this? Is that a thing? I didn't know. Wow, okay. Freddy was right. As if there was any doubt. My old friend, this is Grace. She is our muse from the line of Willkommen Calliope, and it zurück, is Marvin. she who asked for you. Ich dachte jetzt, da kommt, also gerade das Stampfen und so, ich dachte jetzt, da kommt, wer weiß, was für ein Monster. Ich glaube, wir sollten nicht so direkt sein. Ich würde das oder das, aber nicht das hier.
Vielleicht steht er ja auch einfach auf Hekate. Nee? Und wenn wir jetzt sagen, ja, ich bin für dein Liebesleben hier, okay. Hi there. Can we talk? Somewhere in private? Talk? What, you and me? Why? What about? You know, about a delicate matter that maybe you needed help with? Oh, nope. No, no idea what you're talking about. No delegates here. There you have it, Grace. I believe now is the time when you leave. There must be some mistake. There is no mistake. Not this time. Are you sure about that? Because I'm not going. Oh. It is written. Did you hear that? Pan sends me all this way and Asterion won't even talk to us? No. Maybe there's another Asterion? Yeah, more likely Pan's got me chasing my tail. This was pointless. Well, I don't think we're getting back inside. Do you have another plan? Ja, wir könnten es mit Singen versuchen. So ein bisschen singen mit Hekate und Asterion. Also ich finde, oder? Mit denen haben wir bisher noch nicht gesungen. Auf geht's, ja. I don't know if my powers will even work on Hecate, but it's worth a shot. Ooh, a musical number. Do you think this one could be... do you hear what I'm hearing? Oh, you're still here? I had to run the entire... Oh, that's a long way, innit? I'm so sorry. I didn't mean to send you away, alright? I just couldn't tell you, not in front of Kate. Deshalb wollten wir doch woanders mit ihm reden, ganz in Ruhe. Was ist denn mit ihm? Die Musik ist süß. Why couldn't you... Wait. Are you saying what I think you're saying? Oh, this is so great. I love this. I heard what you said about Calliope. I can help you. I really, really can. Oh. It has to be you. I am so in love with my dear sweet Kate. I just don't know how to tell her. Please, help me tell her. Ja, hier, Kate. Kate. Das ist wie die Kate auf der Tür. Do you really call Hecate Kate? Off topic, I know, Kate. but I have to ask. Sometimes she has to go into the mortal world for a short time and do things for Athena. Uh-huh. And... Well, she had to make up a magic disguise, you know, a new identity. And I thought she should give it a proper name. And you suggested Kate? Yeah, she really liked it. She said, "Thank you, Asterion." Are you really the Minotaur? Like, the monster who roamed a maze and ate people? And is supposed to be dead? Well, my father locked me up in a labyrinth, but I never ate anyone. Oh, well, that's good. Except Theseus. But he was a bellend. Er hat Theseus gegessen, wisst ihr Bescheid. Finde ich gut. Finde ich sogar richtig gut, eigentlich. Oh, gefällt mir. Let me get this straight. You're in love with Hecate. That Hecate. Oh, mate, Kate is... She's just the best. Like, she knows everything and she always smells so good. Meow. Like, she's so nice to me and she doesn't even have to be. Oh, we got stuck in the tower together because we can't live in the mortal world. I know I could make her happy. I want to try. Won't you help me? Frisch. Frisch und fruchtig. Have you tried, I don't know, talking to her about how you feel? I take that as a no.
I don't have the words. I've tried. Every time that's so I end up cute. knocking over a table or killing a cat or talking about how sometimes meat has that grisly texture I don't like. You killed her cat? Oh, no. Well, it was a small cat. I panicked. I'm just not good at words. Right? Really not good. Miau. Hier war übrigens gerade die kleine böse Fliege. Okay, so you're in love with Hecate. What is it you think I can do? A muse knows about poetry and the heart and how to make words beautiful. All I want is to ask her, but I need good words. You know, please say you'll help me. Miau. Hecate might say no. You know that, right? She probably will. I mean, she's Kate. And I'm me. But just once, I'd like to be able to ask her, you know, to say it out loud instead of thinking it. I'll still help you. No matter what she says. I promise. He cute. I don't know. Doesn't this feel a little weird? Which part? Helping him woo her with my powers. You heard what Pan said. You can't make anyone do anything they don't want to do. You can Das only make stimmt. them say what's in their heart. Das stimmt. Yeah, that's the part I can't do. Wir wollen doch nichts zurückhaben. Ich will das nicht sagen. I do this and you'll help me in return, right? Athena made Kate swear she's not allowed to say anything about what happens at the tower. But she never made me swear. Maybe she never thought anyone would ask. But I'll tell you. Even if Kate doesn't like it, I'll tell you. If I do this first. If you help me, any trouble will be worth it. Das klingt unfassbar interessant. Oh, I got Okay. this. I have an idea. You do? Well, you do? You, my bullish friend, are gonna sing your little heart out. Grace always has the best ideas. Auf geht's. I'll set up a vibe and you go for it. I'm not great at words. I'm more of a dancer. Just speak from the heart. Be honest. You can do it. You cast a spell on me. Not literally, obviously. But I feel in summary, you and me are meant to be. 'Cause you put a hex on me. You didn't do it to me directly. I'm not blaming you specifically, just that metaphorically. Shit, can someone help me? It's okay. Okay, what are some of the things you love about her? Hecate, with you there's so much to love. Oh, I'm not saying you're fat. Did not just say that. Okay, Tell her something she doesn't know about herself. oh, Katie, to me, you know you enrapture? Ooh, good word. Is your pallid skin, your lips are so thin, your love of books. Asterion, I have but one thought. Why is it that you seem so distraught? Are you saying you're in love with me? You couldn't possibly. Really? Oh, you're doing great. Give it another go. You've cast a spell on me. Das sieht aus, als müsste er gleich kommen. It's a feeling that's killing me. But let's say categorically, oh Katie, it's just you and me. Katie, yeah, that's
what I've always called you. It sounds juvenile, but that name makes me smile. I've always wanted to tell you. Anyways, as friends, I'm only a fraction of what I can be. I mean, I'll still make you tea, but don't you want more than tea? Is this what you truly wish to do? This love could easily fall through. Imagine if we ceased to be. It's a possibility, don't you see? Oh god, he's looking pretty bad. Hecate, it could be this spell on me has blinded my eyes from what you can see. If there's even the smallest possibility of losing you somehow, I'll take it back now. I'm finished, could someone please rescue me? Stand back, there's nothing to see. Everyone move along, it's a car crash of a song. But you're wrong, make no apology. See, she hasn't disappeared. She is standing right here. I know when I stand next to you, I don't feel like such a freak. I know you feel that way too. You're not like other gods. My love, what are the odds that we're here? Us outsiders should cheer that we found each other. Why didn't you open with that? Oh, was that good? I have always counted on you to speak to me honestly. You're at my beck and call. I've never thanked you at all, and yet you still love me. I let travelers know which way to go, but it bothers me. My own path I forego, always seemed apropos. Yet where has this led me? Maybe one step across the line will weave its own spell in given time. The thought with which I must contend is, can I love my best friend? Yes! Just decide. I cannot do this, Asterion. The pain you feel now is nothing compared to what would come. But the pain I feel now, Kate, it's killing me. I can take it away. You need only say the word. Do it. Wait! I have to do this, Grace. I want this. I call on the heralds of an ancient darkness to guide this sweet creature off this treacherous road. In all of creation, love is most leaden. I beg of the cosmos to lighten his load. For he may love, but will not be in love. For he may Your love was never a lie. It is simply no longer true. And I know, in my heart, I am rescuing you. The arrow of Eros I forced to undo. I put a spell on you. It worked. I don't love you anymore. Well, no offense, Kate. I still like you and all, but... Once a month, I shall place a glamour so that mortals will see you simply as a man. You may go out into their realm and look for the love you so desire. I am... Thank you, Kate. It's not what I wanted, but it's more than I deserve. If I had known you felt so, dear friend, I would have offered it long ago. As for you, Grace,
I thank you for arranging this diversion, however it came to pass. Ja, wir mussten Hekate entscheiden lassen. War das dumm von mir? Ich habe da Didn't you ausnahmsweise know das... this was gonna happen ahead of time? Yes, but it was also written that I would be surprised by Asterian's revelation. So I was. Those are the rules. That is seriously weird. It was also... what is the word? Fun? Rarely does revelry find its way into the reliquary. Ja, also wie gesagt, also ich fand es nicht richtig zu sagen, so lebt euch jetzt. Yeah. No hard feelings, I hope, about me using my powers? You helped Asterian speak his feelings, and I to speak mine. It was a kind thing, even if it did not end as Asterian originally hoped. Do I get to decide what I look like when I go to the mortal world? Within reason, and appropriate to your mass. So I gotta be big. Okay. Alright, yeah, I can work with this. Come, Asterian, there is much to be done. I will need my pens, a sample of blood, and you will need to dig up my cat. Okay. Hey, wait for me outside, yeah? Okay. How long are we supposed to wait? It's been over an hour. Arrow of I'm sure Eros it's fine, Grace. undone. I doubt the There's Minotaur will hope break for his me. promise. So, when I tell you. Whew! You still here? I'm sorry. Kate had a lot to say. Are you sure you're okay? I mean, she made you fall out of love with her. Isn't that weird? Oh, no. This is so much better. I just couldn't remember where I buried the cat. Right, so, I suppose you want to know how Calliope broke into the reliquary that night. She did what? No, we didn't know anything about that. Do you mean the night she died? Oh, well, I thought you already knew. Yeah, the night Calliope died, she broke in somehow. Thing is, we know she didn't take anything or even touch anything. I just remember the alarms, and I chased after her. Okay. How do you know Calliope didn't touch or take anything? Kate knows everything in the reliquary, right down to the last book. She's been looking, but she can't figure if anything was touched. It makes her so mad not to know. And it made Athena pretty mad too. Athena got involved? Yeah, when Kate finally told her, Athena wants Kate to keep investigating, but it doesn't look good. You chased Calliope, but did you ever catch up with her? No. If I'd have caught her, I'd have brought her back and Kate would have gotten answers out of her. All I know is that she was hurt, bleeding bad, but I don't know why. I wanted to help her, but she got away in the fog. Then I ran into Medusa. Oh. Wait, what? Medusa? Here? Yeah. Well, she's not normally here. I think maybe she was chasing after Calliope too. Okay. Also hat Calliope hier auf jeden Fall schon geblutet. Did you say the reliquary has alarms? Like burglar alarms, cameras? Oh, no, nothing like that. It just has a lot of protections. You know, magic. I don't know magic, actually. Oh, it's just meant to keep the dangerous stuff from being touched. It was set off, so something happened in the reliquary. We just, don't know what exactly. Those alarms don't go off if someone breaks into the reliquary? They don't detect intruders?
Well, normally nobody does that. Well, Calliope did. She got in somehow. Well, she must have snuck in the back way. Where do you think I keep running from? Whatever Calliope did here, it was enough to set off the alarms. That's all I know. Also wollte sie irgendwas, was stark geschützt ist, haben. What relics are there? Maybe Calliope was looking for one, but couldn't find it before... Yeah, that I'm not supposed to say. Do you have the golden fleece, the shield of Zeus, the sword of Damocles? Is it suspended? You know a lot about that stuff for a mortal. So it's all real? I can neither confirm nor deny any of that. All I know is that nothing got used and nothing got taken. Ja, wahrscheinlich wollte sie wirklich was haben und hat es halt nicht geschafft, ne? How could Calliope have been wounded? I don't know. Maybe Medusa did it. Probably not, though. You know, I never saw Medusa near the reliquary, just out in the fog, so she never even got that close. So whatever happened to Calliope happened inside the reliquary? I guess. But we don't have anything that would attack anyone. Especially not an idol. So someone else. But they did it inside the reliquary. If so, they vanished after. Damit wäre Medusa ausgeschlossen. What was Medusa doing here? She was chasing after Calliope too, I think, but she wouldn't say why. I asked. Okay. Seems pretty convenient. Her just out there suddenly. Yeah, that part's weird. I've never seen her near the reliquary before. Couldn't Medusa have broken in like Calliope did? Yeah, but I chased Calliope from the reliquary. If Medusa had been there, I would have seen her. Das ist wirklich alles sehr seltsam. Athena knows what happened here the night Calliope died? Yeah, Kate told her a day or so later, I think. We didn't know Calliope died that night, though. What? Athena didn't mention it? Nope. Not that that's weird. She's not the chatty type, you know. She came in all quiet and cool, wanted to know who was here that night and what Calliope might have wanted. She swore Kate to silence. Not me, though. Guess she's not as smart as Kate. This means Calliope came here the night she died. This is where she was attacked. But we don't know by whom. We know Medusa was here. She might even have been involved. Well, she's super scary, but, you know she works for Athena, right? I thought maybe that's why she was here, but Athena said she didn't know about it. That does seem suspicious. If that's all you need, then I have to go. Kate will be so mad if she finds me gone. Good luck, Muse. Athena ist sowas von verdächtig. Ja, also Athena ist jetzt halt ernsthaft wieder unser Hauptsuspekt. Gerade eben habe ich ja gedacht, okay, eventuell Medusa, aber wenn Asterion sagt, sie kann es nicht gewesen sein und gleich, also Athena eingeweiht ist, sagt Hekate, dass sie schweigen muss und Medusa für Athena arbeitet. I'm just thinking about Calliope. What happened to her here? Whatever she was trying to do, she probably didn't succeed. She ran from here, dying, maybe straight to our apartment. Because you were her last hope. Yeah. What if she hadn't made it? She must have known. One thing at a time, Grace. You'll figure it out. I know you will. I guess so. Next thing is to go back to Pan. Tell him his favor is done. What an adventure. Sorry? You're just lucky, Grace. Luckier than you think. You go do what you have to, and I'll meet you back at the apartment, okay? Okay. Pan! Oh, wir gehen direkt hin. I hope you're here, because I don't know where else to look for you. Of course I'm here, Grace. Where else would I be but amongst the trees and the wild things? I really must thank you, by the by. Asterion is simply over the moon, and he's already repaid me with this select tome from the reliquary. Oh.
Ja, es war doch klar, dass ihm das irgendwas bringt. That's why you did all this? Because you wanted some book? Not just some book, but a tome from the forbidden depths. I doubt Hecate would be pleased. Oh, most assuredly not. Neither would Athena, which makes it all the more delicious. I trust you got what you needed. More grist for the mill of your innocence, as it were. It's quite the coincidence. The place you sent me just happens to be the place Calliope was attacked. That is quite the coincidence. You must be very grateful. It's just hard to trust a coincidence that big. You have no reason to be suspicious. I know nothing of what happened to Calliope at the reliquary. I suppose the question at the heart of this is, do you believe me? Nope. Na, 5. Also auf keinen Fall das. Nee. Nee. I'm trying to, Pan, but you make this really hard. Ah, yes. Doubt. What a fascinating concept, and an excellent reason to hesitate. Alas, it is my burden to be forever condemned by my idle brethren. I've become accustomed to it. Truly. Na, du bist halt auch einfach I've never lied to you, sauverdächtig. Grace, and I never shall. If you're looking for innocence, however, well, I'm afraid that's one thing I cannot provide. And if I can't accept that? If I find out you're somehow involved in this? You'll do what you do, and I'll do what I do, and we'll see where that takes us. Yep. That's my cue to go, isn't it? If you must. There are always alternatives, you know. You could live the high life, Grace. Throw caution to the wind. Embrace what you can before you... Before I die? You don't have any hope for me, do you? You're just taking what you can get before it's over. You'll want to find Medusa, I suppose. Yep. She was at the reliquary, but you already knew that. You'll find Medusa at a dingy little club appropriately named the Viper's Nest. Wow. Give her my regards. But do be careful if you call on her, Grace. Medusa is a hideous monster and should be treated as such. Okay. Okay. Sorry, muss die ganze Zeit gehen. Ja, er hat jetzt halt Day 3. Oh. Wir sollten dringend zur Party, ne? Verdammt. Er wusste jetzt von Medusa, obwohl wir Medusa halt nicht... Also, der weiß ganz eindeutig alles, aber... Also, wir sollten nächstes Mal auf jeden Fall zu Aphrodites Party. Weil, ja, also, wird Zeit. Verdammt. Nicht, dass wir die verpassen, das wäre nicht gut. Und wir wollen ja auch noch wissen, was mit Eros jetzt eigentlich los ist, ne? Weil der ist sad. Ich mag das Lied. So, ich gucke mal eben nach, ob wir noch reden können. Ups. So, nee, lassen wir mal für heute. Jo. Okay. Nächste Mal wieder. So,
dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall mega interessant und wir haben jetzt nochmal neue Charaktere wieder dazu gekriegt. Ich finde es mega gut. Also mir gefällt es auch immer noch. Ich mag die Charaktere alle so und die Story und ich finde es richtig cool. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Danke auch immer fürs Mitentscheiden, so gut es geht. Ich weiß, es ist manchmal schwierig und manchmal bin ich einfach zu schnell. Ja, ich finde, wir haben uns ganz gut geschlagen, ja. Gerne, oh Gott, sorry. Oh Mann. Gerne, Michael. Schön, dass du da warst. Danke, dass ihr alle da wart. Dann entspannt noch schön. Macht euch noch einen schönen restlichen Abend. Ne? Wochenende ist sehr nah. Das ist nicht mehr lange. Habt es bald geschafft und könnt ein bisschen mehr entspannen. Und ja, entspannt am Wochenende dann hoffentlich ganz doll. Ruht euch gut aus. Und habt einfach einen schönen Tag morgen hoffentlich. Danke, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Sonntag gibt's Sea of Thieves endlich mal wieder. Das wird bestimmt auch wieder lustig. Ich versuche auch uns nicht in die Luft zu jagen und so. Mal gucken, wie es klappt. Ich schlafe. Das ist gut. Ich entspanne und ich schlafe, finde ich gut. Also dann, bis nächste Mal. Ciao, bye bye.